from Africa with the intention to steal our culture. The good father passed by and said, humble yourself, my little ones. Humble yourself, my children. And humble yourself. Oh, my brother, Ja, Bassmusik, Dubstep, das Thema heute Abend mehr oder minder, so nach dem, was wir vorher besprochen hatten. Und das waren King Tubby and the Aggravators, a rougher Version, irgendwann aufgenommen zwischen 1973 und 1976, um mal so ganz zurückzugehen in die Anfänge der Dub- und Bassmusik sozusagen. Kurz vor meinem Geburtstag, 76. Ja, du bist 2 Jahre älter. Das stimmt schon. Ja, wir sind hier heute Abend tatsächlich zum Wohl mit Mandarinenschnaps und Bier und ganz vielen Platten und einem zusammengezimmerten, lustigen Podcast-Test-Equipment sozusagen. Und wir, das bin ich, Bass Junkie und Thomas Dr. Jones. Ja, haben vor einiger Zeit darüber angefangen zu quatschen, dass wir mal über Musik quatschen wollen. Und da ja Bass und ich in Bezug auf Dubstep unterschiedliche Wurzeln nicht nur haben, sondern auch durchaus Überschneidungen und Unterschiede, haben uns gedacht, dann gucken wir doch mal, was der Bass heute mitbringt. Ja, und Dubstep ist ja, das wissen die meisten Leute ja mittlerweile gar nicht mehr, wo das Dub und das Step eigentlich herkommen sozusagen, wenn man sich so die ganz vielen neuen Sachen anhört. Ich sag jetzt mal Skrillex, Thomas spricht gerne mal von Dirty Phonics und so ein paar anderen Leuten. Da ist ja weder von Dub und von Step noch viel drin. Und wenn man das mal so richtig in der Lineage zurückverfolgt, was eigentlich so mein Plan ist für das, was ich mitgebracht habe, kann man mal wirklich zurückgehen und einfach mal gucken, wo das eigentlich herkommt. Und Dub natürlich Jamaika irgendwie als Variante von Reggae sozusagen. Gibt da im Reggae immer so zwei wichtige Elemente sozusagen. Das ist der Rhythm, das ist quasi so der Backing-Track, meist damals noch gespielt von der Band. Und dann den Vocalisten darüber, der im Reggae, wenn es im Live-Kontext ist, ja der DJ ist, weil er quasi die Platten reitet und der Mensch, der auflegt, ist der Selector. Und auf den Soundclashes ist es eigentlich so, dass meistens nur der Rhythm gespielt wird und dann halt verschiedene MCs oder es verschiedene Versions gibt sozusagen von dem Song, die halt entweder die in einem Clash
dass die MCs quasi das Soundsystem hypen oder tatsächlich, wenn es halt eine normale Party ist, dass verschiedene MCs verschiedene Sachen thematisieren, die gerade passiert sind, sozusagen. Und das gibt es dann auch in den Songs und das nennt sich dann Version sozusagen, dass halt auf einen Rhythm 20 verschiedene Singles gibt. Du kannst halt ein Beat mit verschiedenen Sängern irgendwie hintereinander wegspielen und das ist halt sozusagen mehr oder minder der Ursprung von Dub eigentlich und von dem, was jetzt eigentlich Dubstep heißt. Ja, ich habe mal war das noch Corona-Zeit? So über den Daumen gepeilt. Immer letztes Jahr. Auch von einem Briten auf YouTube, der 10, 11 angefangen hat, in Clubs rein zu dürfen in UK. Und viele der traditionelleren Dubstep-Sachen mitbekommen hat oder die Anfänge. Zumindest in dem aktiven Clubbereich. Und der hat dann auch immer schön verfolgt, wie das dann nach und nach der Sound sich verändert hat, aber auch gut, der Beat ist wahrscheinlich das, was am ehesten übrig geblieben war. Aber was ich witzig fand, ist, er hat erzählt, eine der größten Veränderungen war in der Tat, als das Rauchen in den Clubs verboten wurde. Dann fingen die Leute immer wieder an, rauszugehen, reinzugehen, Durchgangsverkehr und konnten die Stimmung zu spüren in so einer Kiste, wurde immer schwieriger. Das ist auch. Und die Musik, die DJs haben darauf reagiert. Ja, das ist auch in anderen Läden so. Also das ist jetzt, glaube ich, dass du diese Fluktuation hast im Nachtleben in general, irgendwie, dass Leute rein und raus rennen, das ist tatsächlich immer schwieriger irgendwie. Und das merkst du tatsächlich auch, weil du so eine Gruppendynamik kriegst auf der Tanzfläche, so dass du halt irgendwie 5 Leute gehen raus und dann gehen halt 5 mehr mit und dann gehen nochmal 10 mit und dann ist halt auf einmal der ganze Laden leer und dann kommen sie wieder rein und kannst keine Geschichte mehr erzählen. Und was war so die Veränderung, die der Typ so festgestellt hat? Also wo ging es da musikalisch hin sozusagen? Einmal, dass eine gewisse Härte hinzugekommen ist, also weniger Atmo, sondern dass die Leute, wenn sie wieder reinkamen, wieder schnell reingekommen sind. Also nicht mehr diese Vorarbeit brauchten durch die Atmo-Sounds, durch das, was man aus dem Dub sehr gut kennt. Und das fand ich interessant, dass dann wirklich auch die Sachen nicht nur härter wurden, sondern auch abrupter und kürzer. Und der Sound, wo Tino und ich eingestiegen sind, war ja schon sehr, sehr spät. Also mal abgesehen davon, dass jeder hat ja die Entwicklung, nachdem der ganze kommerziellere Drum and Bass erstmal durch war, da war ja schon mit der letzte Ausläufer, wie heißt der nochmal, Pendulum? Oder so, was wirklich so Mainstream Stadium Rock ist. Wurde irgendwann, so wie ja, Prodigy genau. Auch. Ja. Prodigy und so weiter. Und dann ist witzig, dass als diese härteren Dubstep-Sachen kamen, wo du dich ja auch immer gerne beklagst, dass du halt kaum noch Dynamik hast zum Auflegen, um zu mixen und so weiter. Das ist eigentlich, weil wir aus dem Metal-Bereich ja ursprünglich kommen. Gut, ja. Michael Jackson, damit hat wahrscheinlich jeder mal in Anführungszeichen angefangen. Und das fand ich ganz spannend, dass das in die Richtung gekommen ist. Aber das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein, sondern wir sind noch ein paar Jahrzehnte früher. Ja, und zwar in meinem Geburtsjahr jetzt witzigerweise 78. Das ist eine Platte, die habe ich lustigerweise auf Sylt gekauft, wo man ja eigentlich überhaupt keinen Dub erwartet sozusagen. Und irgendwann hatte ich da eine Freundin und da war ein Plattenladen und ich dachte, ich gehe mal rein und habe da nicht viel gefunden, außer eine Dicht-CD. Nee, gar nicht Dicht. Lyrical Prophets, das war so eine Sylter Britcore-Band, witzigerweise, irgendwie, die so Hardcore-Hip-Hop gemacht haben, die auch sehr gut waren. Und habe dann diese Platte noch gesehen und dachte so, Mars Dub und die Icebreakers, das klingt ganz interessant. Und das ist tatsächlich Dub von 1978 und da ist halt genau dieser Punkt auch, dass es halt wenig ist, dass du halt Platz hast als DJ zu mixen und das Wichtige im Dub war ja auch, dass du quasi der Mensch, der den Dub aufnimmt sozusagen, war ja im Endeffekt der Engineer, der schon die Sachen dann hatte, die Spuren aufgenommen hat und das quasi live am Mischpult nochmal bearbeitet hat mit Echo-Effekten und so. Und das ist auf dem Track hier, glaube ich, ganz schön zu hören. Ich muss mal in meine schlaue Liste gucken hier. Ich kann nur die lesen. Finger Out heißt das Stück. Dritter Track auf der zweiten Seite. Gucken wir mal. Zielen. Okay, das war zu früh. Das dürfte jetzt gleich nochmal aufhören und dann irgendwann richtig losgehen, glaube ich. Ja, ist kein Technics-Plattenspieler, da ist Zielen tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber das ist auch die einzige Platte mit 5 Tracks pro Seite. Dementsprechend geht das jetzt schon durch. Und das ist ein Test. Beim nächsten Mal ankreuzen. 1, 2,
Das ist übrigens ein ganz typisches Dub-Element, diese Snare-Drums am Anfang, weil so wird gemixt. Also quasi aus einem Rhythm raus, dann hast du diesen Roll und dann gleich in die nächste Platte rein. Da geht es nicht um Beatmixen. Vielleicht ganz bemerkenswert auch, dass diese ganzen Rhythms zu der Zeit noch live gespielt wurden. Da stand also wirklich eine Band im Studio, die halt den ganzen Kram quasi so eingespielt hat, wie es ist. Da war noch nicht viel mit Technik und der ganze Casio-Kram mit dem Slangtime-Rhythm und so, der kam halt wirklich erst in den 80ern. Das ist wirklich noch alles handgemacht. Und man konnte vielleicht ganz gut hören, diese Stimme, die so ein bisschen im Hintergrund immer war und dann irgendwie nach vorne kam. Das war halt auch dieser Mensch live am Mischpult, der dann quasi die Stimme dann hochgezogen hat, wenn er meinte, dass das richtig ist und dann das Echo draufgelegt hat und solche Dinge halt gebaut hat. Ich fiel auch gerade ein, dass du das meintest, so mit Technik und so weiter. Die ganzen Drummaschinen, die gab es ja zwar schon, aber die waren ja noch eher so im Alleinunterhalterbereich, vielleicht noch ein bisschen in welchen Krautrock-Sachen, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch immer witzig, wenn du überlegst, dass ja manche Firmen mit sowas groß geworden sind, oder auch Lindrum und so, diese ganzen Kisten, die dann ja auch im Reggae akut benutzt wurden. Ne? Und das finde ich halt auch immer wieder erstaunlich. Jetzt suchst du noch die Rille? Ich suche noch die Rille, aber Lindrum war es ja gar nicht. Es war ja tatsächlich ein Casio, wo dieser ganz prägnante Slangtang-Rhythm irgendwann herkam und witzigerweise die Tante, die den programmiert hat, war eine Technikstudentin aus Japan sozusagen, die großer Reggae-Fan war und hat das Sounddesign irgendwie studiert. Da habe ich neulich mal, gab es eine ganz große Dokumentation irgendwo über die und die ist dann quasi von der Uni weg von Casio gesigned worden, um halt Sounds zu entwickeln und halt Presets zu entwickeln für diese billigen Drum Machines damals und
die hat das eigentlich gebaut als Rock-Rhythm. Also als Rhythmus-Track für eine Rockband und hatte Reggae zwar im Kopf, aber hat nie irgendwie damit gerechnet, dass sie das jetzt baut für Reggae sozusagen. Und die wusste ganz lange nicht, dass diese Maschine in Jamaika benutzt wird. Und irgendwann hat sie es halt mal mitgekriegt und ist sehr, sehr stolz darauf tatsächlich, dass sie eine der wichtigsten neuen Bausteine für digitalen Reggae quasi erschaffen hat sozusagen. Und er hat sich sehr gefreut und wusste es aber tatsächlich sehr, sehr lange nicht. Und springen wir mal ein bisschen in die 90er. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt so. Rille getroffen. Perfekt. Mit Kitachi. Das gab in den 90ern zu Big Beat-Zeiten und so Mitte der 90er so ein Neo-Dub, New-Dub-Revival, wo halt auch viele Acts dabei waren, die halt Soundsystem-Einfluss hatten, aber auch schon neuere Sachen und dann so ein bisschen spirituell wurden, auch im Nachgang von diesem ganzen Trip-Hop-Zeug und Kitachi gehörte dazu. Die haben eigentlich sehr, sehr viel Big Beat gemacht, Chemical Breaks mit Dub-Einflüssen und das Ding hier, Spirit, ist die B-Seite, die B2 von der Single von denen und die ist aber schon sehr, sehr mystisch und Ambient Dub-mäßig unterwegs und geht auch sehr lange und ist aber sehr, sehr schön nach wie vor noch. Und ich weiß nicht, wer sich von euch noch an Fatback Sound erinnert in Hamburg, die Echo Chamber irgendwann gemacht haben, die halt auch so als Big Beat Sound System später unterwegs waren. Die haben ganz am Anfang, also ich kenne die auch schon seit 94, wo ich als Raver mal in Flensburg auf irgendeiner Dub-Party von denen gelandet bin. Die haben ganz viel so ein Zeug auch aufgelegt sozusagen irgendwann später. Und die haben mir Dub beigebracht mit 16 oder so irgendwie. Und ich kam halt aus dem Techno und Rave und war erstmal ganz verwirrt.
Das kann, oder? Das hat definitiv was. Sehr cool. Ja, was ich sehr spannend finde, ist, dass die Nummer halt im Prinzip nur von dem Bass getragen wird und es keinen richtigen Drumbeat hat, so bis auf diese paar obskuren Rolls, die es da immer zwischendurch mal gehabt hat. Und Sirenen sind natürlich auch immer ganz wichtig, weil die klassischen Dub-Sound-Systems halt nur mit einem Plattenspieler auflegen, der auch ganz oben ist und ganz viele Effektgeräte und das ist halt immer so zwischen den einzelnen Tracks Pausen gibt, die dann halt durch Echos und Sirenen und durch den DJ, der das Mikrofon hält, quasi gefüllt werden. Ja, der Bass ist auch, ja, er hält nicht alles zusammen, sondern ohne den, das ist im Grunde das Fundament, dass das Haus da ist. Ja, also für Dub sowieso, aber generell auch irgendwie, also wenn du Rockband ohne Bassisten hast, das funktioniert in den seltensten Fällen, also es gibt natürlich Fälle, wo es funktioniert, aber nicht immer. Und es gab zur gleichen Zeit ungefähr, wo die Platte rausgekommen ist, jetzt, die wir gerade gehört haben von Kitachi, auch noch so ein Dub-House-Movement. Das war dann im Prinzip, es nennt sich Dub-House irgendwie. Es gibt auch noch so Stepper-Dub, ist eine andere Bezeichnung dafür. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Die nächste jetzt, das ist halt quasi eine Vierviertel, also eigentlich ein House-Beat vom Vibe her, aber dann doch getragen von diesen Dub- und Reggae-Elementen. Und die Platte ist halt neuer. Das ist ein Soundsystem, das gibt es auch schon ganz lange, irgendwie Gorgon Sound. Der Act ist Dubchasm und das ist erschienen auch auf Gorgon Sound, ist ein Repress, ein White Label. Werdet ihr wahrscheinlich so auch nicht mehr zu hören kriegen, wer auch immer jetzt auch gerade zuhört. Aber sehr schön. Schnell eigentlich. Hi-Hat-Läufe, da denkt man sich so, Trap? Wenn die Hi-Hats den Groove mitmachen. Ne? Auch wieder so ein typischer Dub-Hall-Effekt. Tonband-Delay, oder? Ja, Bandschleife, White Noise, ja. Das sieht
doch mal sehr geil aus, so ein Gerät, das aufmachst und diese Spule durch die Gegend rast. Sehr cool. Xylophon im Hintergrund. Das ist Steel Drum, würde ich jetzt fast sagen, irgendwie eine hochgepitchte. Ne? Aber es fehlt so der Bauch der Steel Drum irgendwie, ne? Ja, den kannst du ja rausfiltern irgendwie, also entweder ein Steel Drum oder irgendein asiatisches, so diese Meditationsgong-Teile, Klangschalen. Das klingt auf jeden Fall perkussiv, was da rüberkommt. Ja. Das ist auch so ein Ding, was man nicht so richtig vergessen darf, dass diese ganzen Dub und gerade in England diese Dubstep-Produzenten, die die ersten gemacht haben, ja alle einen Einwanderungshintergrund haben und einen jamaikanischen Hintergrund, wo Dub natürlich und Reggae einfach mit dieser Soundsystem-Kultur einfach dazugehört, so zu diesem musikalischen Background. Und das ist auch so ein bisschen das, was den Sound auch ein bisschen verändert hat, auch im Drum and Bass später schon, dass du dann irgendwann Leute hattest. Also bis Anfang der 2000er galt das irgendwie noch, dass du halt gehört hast fast, ob die Leute aus einem Umfeld kommen, die Drum Bass produzieren, das aus einem so mit jamaikanischem, karibischen Background ist oder ob sie quasi normalen, oder für England normalen weißen Background hatten. Wenn Ed Rush und Optical produziert haben, war es immer clean. Die waren weiß wie die Nacht, sind nie aus ihrem Studio rausgekommen irgendwie und hatten halt eher so einen dunklen Midrange, einen sehr technischen Sound, während die schwarzen Dub-Produzenten, die karibischen Dub-Produzenten halt immer und Drum-Bass-Produzenten halt auch immer diesen Dub-Bezug halt noch hatten und immer ein bisschen organischer und ein bisschen weicher waren, als wenn man sich halt ja so Wormhole anhört von Ed Rush und Optical und dazu mal so Ronnie Size, diese Bristol-Sachen irgendwie aus Anfang der 2000er, Ende der 90er hört, die haben halt einen ganz anderen Klang im Endeffekt und das ist halt auch das, was im Dubstep so ist. Ich meine, jemand wie Skrillex, der hat halt keinen jamaikanischen Background und hat halt auch diesen Bass-Background einfach nicht. Offensichtlich nicht. Rein optisch schon. Rein optisch und ja, der macht ja auch andere Sachen. Also ich bin nicht der größte Fan, aber ich verstehe, was er macht irgendwie so vom Ding her. Und das andere. Obwohl ja man sich von der Optik auch nicht täuschen lassen sollte. Jemand wie Gentleman hat wahrscheinlich als Weißer mehr Credibility als so mancher schwarze Act. Das stimmt, der ist ja auch auf Jamaika viel unterwegs. Also der ist ja wirklich angekommen da irgendwie. Ich meine, in dem Moment, wo man halt eine Kultur ernst nimmt, bist du ja auch sofort dabei. Da gibt's das, ist ja kein, ich will das ja gar nicht trennen irgendwie, aber es gibt ja verschiedene Hintergründe und deswegen funktioniert es halt Dubstep und Drum Bass auch in Deutschland zum Beispiel nie. Ich meine, wir hatten mal eine Hochzeit so um die 2000er rum, wo sehr, sehr viele Leute drauf weggegangen sind. Aber da richtig Mainstream ist das halt nicht geworden, weil uns halt irgendwie als hier diese Soundsystem-Kultur fehlt, diese Pirate Radio-Kultur fehlt, die haben wir halt einfach nicht. Und dadurch, und wir haben auch so viele oder zu wenige Leute, die mit dem Background hier unterwegs sind sozusagen. Und man kann sich das zwar aneignen auf eine Art und Weise und dabei sein und Fan sein, aber wenn das halt nicht in deiner Lineage durchläuft sozusagen, dass dein Onkel schon ein Soundsystem hatte, das ist halt, Musik hat einen anderen Stellenwert hier als in England. So ganz grundsätzlich gesehen halt einfach mal so. Das hast du auch in analogerer Musik. Also wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Metal nimmst, hast eine ganz gewisse Kultur, also gefühlt ist jeder dritte Skandinavier in einer Metalband. Da gibt es ja auch nur 4. Ja, wahrscheinlich. Also 4 Skandinavier. 4 Skandinavier und 3 Metalbands. Und ich habe immer das Gefühl, jetzt gerade wenn du Hamburg nimmst, die Drum-Bass-Szene oder zumindest die Partys sind klar einmal ein verhältnismäßig sehr steriler Sound, der teilweise erst dreckig gemacht wird. Mittlerweile ja, war ja auch mal anders irgendwie, aber das liegt auch daran, dass momentan der Sound auch einfach ein anderer ist. Also ja. Neurofunk ist ja noch nicht so alt. 10 Jahre, 12 Jahre, das war zu der Zeit, wo wir Drum-Bass-Partys gemacht haben, noch
doch mal ein bisschen anders. Die waren Da auch sehr, gab's sehr noch hart. Jungle. Ja, der Jungle war ja eigentlich ab 96 vorbei. Aber es wurde halt immer noch gespielt in den Clubs. Also wenn wir unterwegs waren, da war noch viel mehr das, was du heutzutage im Drum and Bass, wo es in Breaks halt diese jungleigen Parts hast, das war früher durchgängig. Ja, Das ging ja die ganze Nacht so. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, die Tracks sind auch kürzer geworden irgendwie im Drum and Bass. Das kommt auch nochmal dazu irgendwie, weil die Attention Span und die Leute halt auch nur noch auf den Drop mixen. Die mixen ja gar nicht mehr lange übereinander. Und nee, dieser ganze Sound hat sich halt weiterentwickelt und verändert. Und bestimmte Sachen sind halt auch weggefallen irgendwie. Aber Jungle Das macht es ja auch spannend, weil letztendlich, also man kann das so und so sehen. Ich sehe das halt immer so, dass Sounds, die kommen und gehen tun sie eigentlich nie. Weil nach ein paar Jahren oder nach 10, 15, 20 Jahren entdeckt irgendwer wieder was, nutzt das wieder, remixt das Ganze, nicht songtechnisch, sondern soundtechnisch. Es hat Einfluss und das finde ich immer sehr spannend. Deswegen finde ich das auch so wie jetzt Drum and Bass momentan ist. Gott, das ist halt eine nach vorn, tendenziell aufs Maul Partykultur, finde ich völlig auch, wie sagt man, total angemessen. Und das erhöht ja auch die Vielfalt, ne? Bis dann die Leute, die auf den Trichter kommen, so, sich wieder alte Sachen holen. Das hast du mit den 80er-Sachen, also die ganze Synthwave-Kram, der seit jetzt inzwischen schon bestimmt 10, 12 Jahre inzwischen sich weiterentwickelt hat, aber wo ein Sound, wenn du es vergleichst, wie das in den 80ern klang, das hatte nie so viel Druck. Nee, weil es ja auch technisch nicht ging. Genau, Was wenn du ja halt auch noch so dazu kam, so. Perturbator heute nimmst zum Beispiel, gut, das ist ja jetzt zwischen Synthwave mit Elektro-Einflüssen, mit Technoiden-Einflüssen, aber das ist schon richtig, so wie der Drum and Bass ja auch. Du merkst dann halt wirklich, wie sich die Mastering-Kultur auch verändert. Das ist halt sowas von ins Gesicht gemixt. Ich weiß noch, damals habe ich die Homogenic von Björk gehört das erste Mal. Dachte mir, alter Scheiße, das alles im Gesicht. Also das ist so an die Wand, aber es klingt halt trotzdem durchs Arrangement dynamisch. Aber es war schon echt so ein Wendepunkt. Ja, Dynamik ist aber ist ganz schön weg in allen Bereichen tatsächlich. Und das ist halt auch irgendwie natürlich der Digitalkultur auch so ein bisschen geschuldet, weil halt alles hochkomprimiert wird und auch Radio halt ja irgendwie, dass auch die Breaks müssen so laut sein wie der komplette Instrumentalpart irgendwie oder wenn einer singt. Das ist halt so ein bisschen schwierig, aber die alten Sachen, also diese alte Drum and Bass Art, sag ich mal, wie produziert wird, die ist halt auch nie komplett weg gewesen. Also diese langen Tracks gibt es halt immer noch irgendwie, nur die sind halt einfach gerade nicht so im Vordergrund irgendwie so. Und Jungle und Dark Jungle gab es halt auch immer. Und das ist halt auch so der andere integrale Part mittlerweile von Dubstep irgendwie auf eine Art und Weise. Weil ich meine, den Dub-Part haben wir jetzt ja quasi ein bisschen abgearbeitet schon, aber dann hast du ja irgendwie diese Breakbeat-Kultur gehabt in England, die halt ja auch aus dem Soundsystem-Kram kam und ja auch ganz viel beeinflusst war von Reggae. Und da habe ich, glaube ich, das beste und bekannteste Beispiel ever hier gerade, zwar als illegale Nachpressung, aber ich meine, das Intro kennt eh jeder. Dann mal los. One day some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. No name man, the original Nata. Take in and take check. You can't patch along the shy effects. And when we come is murderation. All original gangster man. Here when we tell them now, yeah, you may come and imitate. Originate, we come to originate. Alright, mate. Now what you doing, mate? Here when we tell them, come and from gears, man, I'm gonna stop that. Watch me tell them, rude boy. Watch this. Danny boy, sing like no 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 no. Danny boy, sing like no 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 no. Danny boy, sing like no 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 no. Yeah, oh yeah. No 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 no. Bad boys in a London, rude boys in a England, bad boys in a Jamaica, rude boys in a Kingston. Watch out, you never know the gangster. Me say them in a jungle. Well, yeah. You never know the article. Me say them in a jungle. Well, yeah. You never know shy effects, man. Big in a jungle. Well, yeah. You never know you can watch it. Big in a jungle. We tell every boy, watch it now, man. Me a the nutter, original man, man, nutter, original man, nutter, original man, nutter, original man. Me a the nutter, me better than the bad boy, 'cause it a fear. Lock off the jet where you can skywalker. In a one school, them call me troublemaker. Better than the predator and the troublemaker. Better than the garden and the
water. You never know the gangster, me say them in a jungle. Well, yeah. You never know the article, me say them in a jungle. Well, yeah. You never know shy effects, man, big in a jungle. Well, yeah. You never know you can watch you rule the jungle. Well, me a the nutter, original man, nutter. Original man, nutter. Original man, nutter. Original man, me a the nutter. Me better than the bad boy, 'cause they da beard. Like half the dead when you call Skywalker. In a one school, them can't make a Jamaica. Better than the predator and the Terminator. Better than the gargoyle and the dandada. I tell you, you can't patch him and I can't do the border. Yes, I am X man, pull up on no lighter. Who tell people that even a rude boy man? I am a murderer. Kill up any DJ on the corner. You hear me? Shy X him is a murderer. I kill up any DJ on the corner. Who tell you even a rude boy man? Immer noch so brutal, die Nummer. Und gerade beim Thema Jungle sein, ne? War das... Welches Jahr ist das gerade? 95 ungefähr. Die Nummer ist sogar gechartet. Ich glaube Top 10 mindestens irgendwie. Ich könnte mir sogar Top 1 vorstellen. Ja, kann ich gut vorstellen, weil ich musste spontan natürlich danach, aber in dem Erbe Asian Dub Foundation denken. Halt andere Himmelsrichtungen, was die Leute, die es gemacht haben, angeht, aber... Geht ab. Ja, Shy FX ist ja auch immer noch dabei, produziert ja immer noch. Und UK Apache, der MC, ist mittlerweile ein Mann Gottes tatsächlich. Ich weiß gar nicht, welcher Religion er angehört irgendwie, aber er ist spirituell geworden und hat tatsächlich manchmal singt er a cappella eine abgewandelte Version davon, die sozusagen genau das Gegenteil ist, weil der Original Nutter ist ja im Prinzip der große Gangster-Vibe. Jungle hatte ja auch immer diesen Gangster-Ruf und es ging halt auch ganz oft irgendwie, wenn in die Luft geschossen wurde ein Rewind eingefordert, also sprich die Platte nochmal von vorne abspielen, erst zurückdrehen, dann von vorne, um die Crowd nochmal zu hypen und so. Und es gibt eine Version davon, oder eine umgewandelte Textversion, wo er quasi sehr spirituelle Sachen erzählt und genau das Gegenteil von dem Gangster ist, der er zu der Zeit verkörpert. Was sich nicht so alles tut, ne? Es ist erstaunlich irgendwie, wie viele Leute auch aus dem House- und Techno-Bereich, also in Amerika mittlerweile Preacher sind. Ganz andere Musikrichtung. Korn, einer der Bandmitglieder, ist halt auch etwas, ich glaube Monkey war das, der Basser, ich bin mir nicht ganz sicher. Witzigerweise bei der Bassline eben gerade, ich habe das Gefühl, dass das eine Drummaschine ist, wo entweder die Tom oder die Bassdrum verstimmt wurde, also getuned wurde, weil das klingt so perkussiv, also würde ich mal nachgucken, das finde ich ganz interessant. Aber übrigens nochmal was auch den Sound sehr stark verändert hat von Dubstep und auch von Drum and Bass vorher, ist auch einfach nicht nur das Mastering, sondern auch die Produktion an sich. Wie man zum Beispiel die Hardware-Sampler ausgestorben sind immer mehr, die zwar jetzt wieder rausgekramt werden, aber die ganzen Akais, mit denen das ganze Zeug gemacht wurde, die Ensonics und so, also es ist halt schon sehr interessant, wie... Atari. Tracker, genau. Wo Tracker war ja sozusagen
die ersten Software-Sampler, wenn du so willst. Ne? Und aber die auch sehr viel von diesen Raving und Acid-Sachen und so weiter oder auch was Prodigy viel gemacht hat, wäre ohne einen Sampler gar nicht gegangen. Inzwischen werden halt die Sounds halt entweder in Serum oder in Software Synths gebaut, wo du ganz andere Möglichkeiten hast, wo du halt wirklich Verläufe in die Sounds reinpacken kannst. Es ist halt, du brauchst weniger Geduld, um zum Ergebnis zu kommen als früher. Ja, das Interessante ist aber, dass dieser ganze neue Jungle tatsächlich irgendwie weniger sexy klingt, weil du in diesen alten Hardware-Samplern irgendwie konntest du halt nicht quantisieren. Du hast tatsächlich dann die Bassdrum auf die 1 gelegt und ein altes Funk-Break hattest oder was weiß ich, was du samplen wolltest, irgendwie das Amen Break oder was es gerade war oder was weiß ich, wie heißt denn das andere noch? Hier Funky Drummer von James Brown oder solche Breaks. Hat man im Prinzip den wichtigsten ersten Schlag halt auf die 1 gelegt und alles drumrum, weil es ja hochgepitcht war so ein bisschen im Off. Und das macht es halt sexy, das macht halt diesen Groove aus und es macht höllisch, das Zeug auf Beat zu mixen, weil es geht im Endeffekt nicht. Du hast halt die Beats zwar gerade, also die 1, die 2, die 3 und so weiter, aber alles, was dazwischen ist, das ist nicht auf halb, das ist irgendwie auf 1/7 und du hast halt sofort irgendwie ein Trainwreck, was es aber irgendwie auf eine Art und Weise auch geil macht. Aber lange Beatmixes mit Jungle ist halt einfach nicht richtig möglich. Ja, ich finde ohnehin, dass es gibt ja einen Grund, warum die Hardwarepreise für Synthesizer und für Drummaschinen, für Sampler in den letzten, also es liegt nicht nur in Corona, aber seit 5 Jahren derart angezogen haben für Kisten, die du vielleicht für 80, 90 Euro verkaufen konntest, die listen teilweise bei 300, 400 Euro inzwischen, mal ganz abgesehen von den Dingern, von den ganzen Rolands, die 5-stellig kosten. Total irrsinnig eigentlich. Plus nochmal ein Tausender wahrscheinlich im Jahr nochmal, um das Ding zu warten, damit es auch heile bleibt. Finde ich krass. Aber das ist halt auch wieder witzig, weil die Leute dieses Zeug wieder benutzen. Ne? Ich meine, man muss ja mit dem Floppy-Laufwerk hantieren. Ich weiß nicht, ob ihr, die Zuhörer, vielleicht noch wisst, was Disketten sind, aber ja, sowas hat man früher benutzen müssen. Wenn man Glück hatte, 1,4 MB Platz drauf. Oder so ein alter Ensoniq-Sampler, da gehen halt nur 8 bis 15 Sekunden rein, je nach Sample-Rate, und dann musstest du gucken. Dann ist aber auch voll. Das ist Ja. dann ein Sample. Das heißt, wenn du mehr als ein Sample brauchtest, dann hast du das natürlich entsprechend gekürzt. Das Geile ist ja, es gibt ja von Ensoniq die Sampler zum Beispiel, die waren sogar schon 8-stimmig und du hattest einen Sequenzer da drin und dann konntest du mit diesem Zeug mit umgerechnet 1,5 MB noch nicht mal, nee, eigentlich nur 750 Kilobyte, konntest du einen Track gestalten. Das hat so ein bisschen Tetris-Charakter, finde ich. Ja, ich meine, wenn du dir die alten House-Sachen anguckst, so wenn Chicago House 86, 87, die sind auf 4-Spur-Tapes gemacht. Also es geht halt schon, dass du halt dann irgendwie dann overdubben musst, du hast halt irgendwie 3 Spuren voll, dann schiebst du den ganzen Kram auf die 4. Spur rüber und machst wieder 3 Spuren frei. Das ist natürlich viel Frickelkram, aber so ein anderer Grund, warum halt so dieses ganze obskure Zeug auch so teuer geworden ist Heinbach. Der, wenn so Better irgendein Gerät auskramt und auf seinem mittlerweile ja sehr großen Channel, irgendwie, ich glaube 100.000 Abos auf YouTube mittlerweile oder so am Start, der irgendein komisches Nukleargerät ausgräbt, was halt irgendwie auch Sounds machen kann und das irgendwie 100.000 Leute sehen und davon gibt es aber nur 50, dann Angebot teuer. und Nachfrage. Sehr teuer. Und wenn ich mir überlege, ich kenne Heinbach ja noch aus seiner Audiolied-Zeit, der war ja bei The Dance Inc. irgendwie eigentlich die geilste Synthie-Pop-Band, die Hamburg irgendwann mal hatte Ich glaube, irgendwie. die habe ich sogar mal gesehen oder ich hatte eine Platte von denen. Es Irgendwas gibt in die nur ein Richtung. Album. Also angefangen haben die das war die erste Audiolied-Platte, das war halt noch so richtig Indie. Und dann haben sie halt ein Synthpop-Album gemacht, das halt total geil ist. Matador spiele ich auf den Bitterzerfall-Partys immer noch jedes Mal irgendwie so. Und dann haben sie sich halt irgendwann getrennt, weil das zweite Album, das sie gemacht haben, nicht so geil war. Und das hat Audiolied zu der Zeit auch nicht gesigned. Wo ich auch meinen Anteil dran hatte, irgendwie zu dem Zeitpunkt, irgendwie nicht aus Bösartigkeit, aber es war einfach keine Single drauf. Und seit dann Stefan angefangen hat, also Heinbach, nur noch Theatermusik zu machen und Ambient-Sachen und so, ist der ja völlig explodiert. Und wenn ich noch überlege, so seinen Channel kenne ich seit 500 Abos oder irgendwie so, also und jetzt reist er halt um die Welt und lebt davon und das ist schon ganz geil irgendwie, wie schnell so jemand mit so obskurem Zeug eigentlich irgendwie ja richtig groß werden kann und Fans hat und jetzt hat er irgendwie einen Beat auf einer Grönemeyer-Single. Ja, es gibt für jede Nische
nicht einfach nur ein Markt, sondern auch eine Szene, die sich auch daraus bildet teilweise. Aber du hast schon recht, es gibt ja auch so, das wissen viele von diesen Synthesizer- und Experimentell-YouTubern auch ziemlich gut, dass wenn die was präsentieren, das ist so ein bisschen wie Insiderhandel mit Aktien. Wer das weiß, wer vorher weiß, was die Folge bringen wird, der kauft sich das Teil nochmal vorher und danach kann er es, wenn er es behält, hat er was zum Sparen und wenn er es nicht behält, dann kann er es halt für den 2- bis 3-fachen Preis wieder verkaufen. Ja, ich glaube nicht, dass das Stefan so tickt, aber was er halt mittlerweile macht, sondern ist, wenn die Leute das früher wüssten, das wäre. Ja, du kannst es ja, also ab einer bestimmten Größe ahnst du es ja, aber er hat ja seine eigenen Plugins entwickelt mittlerweile mit Leuten und so und verkauft. Stimmt, die. Hab ich gesehen, ja. Also so mehrere halt auch und die halt so Nukleargeschichten, also das sind halt für Leute, die das halt nicht kennen, es gibt halt so Laborequipment, das halt früher benutzt wurde im Prinzip, um Strahlungswerte zu messen und sonst irgendwas. Und wenn man das halt auf eine bestimmte Art verkabelt, macht das halt auch irgendwie experimentelle elektronische Töne erstmal. Und das klingt erstmal so wie das, was Stockhausen und so früher gemacht haben. Und also ganz am Anfang der elektronischen Musikproduktion, BBC Radiophonic Workshop hat ja auch mit sowas gearbeitet. Und dann kann man sowas natürlich auch weiterverarbeiten zu Tracks im Endeffekt so und damit auch Musik machen, weil Musik machen geht eigentlich mit allem. Mit einem Stock und einem Stein. Im Zweifelsfall schon. Ich meine, ich habe mein Dark Ambient Album ja auch einfach, es ist ein komplettes 76 Minuten Tape, quasi in Audacity gemacht, ohne DAW und ohne alles und habe dafür auch von Leuten, die aus der Musik kommen, irgendwie großes Lob und gute Kritiken geerntet irgendwie in dem Moment. Man muss nur wissen, womit man umgeht. Ja, und im Zweifel einfach ausprobieren, bis man zufrieden ist mit dem Ergebnis. Ich glaube, das ist genau so funktioniert. Machen wir heute Abend ja auch nicht anders. Irgendwie, wir testen ja auch und machen das hier zum ersten Mal. Und, auf einem günstigen Hi-Fi-Plattenspieler. Wohl, der ist eigentlich schon ganz ordentlich, aber es ist halt. Es ist kein Radiostudio hier. Es ist kein Hi-Fi-Gerät. Und es ist ein Wohnzimmer und es ist eine Kerze. Und es ist aber nicht das erste Mal, dass ich heute eine Platte auflege. Und das ist Professor G, Vampire. Auch noch sehr jungelig und auch sehr interessant vom Text her. Wenn man ein bisschen Patois versteht. Welches Jahr? Relativ aktuell, also irgendwie 10 Jahre alt oder so. Interessant. King Vampire go suck high blood, you make a sad mistake. King Warmonger go shed high blood, you make a sad mistake. Too many rivers, too many oceans, too many shipload, too many plantations of blood have been shed. Blood and fire to all vampire. Hey, no. Them trying to conquer us. Them shoulda never do that. Them trying to conquer us. Them must be full idiot. Them trying to conquer us. Yes. King Vampire go suck high blood, you make a sad mistake. You think Warmonger go shed high blood, you make a sad mistake. Too many rivers, too many oceans, too many shipload, too many plantations of blood have been shed, of blood have been shed. Too many rivers of blood, too many oceans of blood. Absolut beschissen zu mixen, diese Platte. Ich hasse das, aber ich liebe sie auf eine Art und Weise. Viel zu zerschraubt. Reaktionär.
Anytime I give my praise to the Father, His name is Jah, Head King Creator. I and I know we have a praise Him forever. Good sense Emilia, you could never beat. Put it in a pot and you boil it and you drink it. Put it in your food and you cook it and you eat it. Put it in the chalice and you burn it and you feel it. Lord and fire, to Alphonse fire. Ooh, don't I, King Vampire go suck high blood, you make a sad mistake. You think Warmonger go shed high blood, you make a sad mistake. Too many rivers, too many ocean, too many ship load, too many plantations, a blood have been shed. Too many rivers have flowed, too many ocean have flowed, too many rivers have flowed, too many ocean have flowed. Bang ding bang bang bang. 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 By the professor, to fight the professor, them by the professor, to fight him. By the professor, to fight the professor, them by the professor, to fight him. By the professor, to fight the professor, them by the professor, to fight him. By the professor, to fight the professor, them by the professor, to fight him. King Vampire go suck high blood, you make a sad mistake. Too many rivers, too many oceans, too many ship load, too many plantations, a blood have been shed. Too many rivers have flowed, too many oceans have flowed, too many rivers have flowed, too many oceans have flowed. King Vampire go suck high blood, you make a sad mistake. Give the men. King Warmonger go shed high blood, you make a sad mistake. And again, King Warmonger go shed high blood, you make a sad mistake. Tell them, King Vampire go suck high blood, you make a sad mistake. Got too many rivers, too many oceans, too many ship load, too many plantations, a blood have been shed, a blood have been shed. Too many rivers have flowed, too many oceans have flowed. Lord and fire, to Alphonse fire. Ooh, don't I. Man hat einfach überhaupt keine Chance als DJ, da mal irgendwie Luft zu holen oder mal einen Groove zu finden. Es ist entweder der Beat wird neu zerhackt oder ist die Stimme drüber oder dann kommt eine neue Stimme oder man hat halt diesen Offbeat wieder. Das ist eine Riesenhymne, aber technisch anstrengend. Da musst du selbst rumglitschen. Was mir ja gerade eingefallen ist, Igor, kennst du doch, oder? Welchen? Es gibt zwei. Es gibt den mit I-Doppelpunkt Gore und es gibt Igor mit 3 Rs. Und das Der mit 3 R. ich glaube, es sind sogar beides Russen. Der wo macht mit Sopranistin, mit Klassik, also das ist totaler Terror. Und das da ist ja, das eben gerade war ja eine sehr zivilisierte Ausgabe, aber von der Rhythmik her, von dem Chaos-Faktor ist das schon Dark das, was Igor genau so macht eigentlich, nur halt stilistisch anders und ausgeprägt. Aber das ist total das Brett gewesen. Mir fiel auch eben gerade ein, als ich eine Aufnahme jetzt das Wave gesehen habe, der Track vorher, der war viel platter gemastert als das. Die Waves, obwohl das Ding mehr Druck hat, hat es viel mehr Luft. Und ich glaube, das ist so
das ist halt das, was diesen Kick ausmacht. Ein gutes Beispiel finde ich, wenn man Tracks nebeneinander legt, um zu zeigen, wie man Sachen eventuell totmastern kann und auch übers Arrangement Möglichkeiten hat, einzugreifen. Ja, obwohl die andere Sache davor, also auch die ist ja ein Bootleg. Ich weiß nicht, wo sie es, haben sie sicherlich nicht vom Originalband gezogen, sondern irgendwo von Das der CD kann natürlich runter sein. oder von der gut erhaltenen Platte nochmal runter. Da hast du natürlich auch nochmal einen Dynamikverlust. Aber die Nummer eben ging ja auch schon in Dark Jungle rein, was eigentlich auch schon so diese Vorform von Breakcore ist. Also wenn dir Atari Teenage Riot irgendwie anhörst oder so die ganzen alten Digital Hardcore Sachen, die ja auch quasi nur den Aim and Break, gerade Sonic Sub Junkies oder so, einfach in viel schneller und immer mehr zerhackt haben, da bist du ja schon bei einer Weiterentwicklung von Jungle. Und was mir eben gerade auch sehr interessant aufgefallen ist, also für mich sehr interessant ist, dass das, was die jetzt eben gerade im Rhythmus gemacht haben, weil es ist ja im Grunde der Rhythmus, der das so zerhackt, so. Das andere ist so relativ Standard, aber das ist schon extremer gewesen. Finde ich sehr interessant. Remindet mich nämlich aus diesem ganzen Bro-Step oder harten Dubstep, Gore-Step, also da, wo es wirklich zur Sache geht, wo der Beat zwar im Grunde dröge ist, in Anführungszeichen, aber wo die Sounds, die triolischen Baller-Sounds, die Machine-Gun-Sounds und so weiter, die genau in diese Richtung eigentlich rhythmisch, also wo die Sounds Teil des Groove-Rhythmus ersetzen, der beim Dubstep einfach so offen ist. Sehr abgefahren, können wir uns vielleicht noch mal ein Beispiel anhören. Ich bin gespannt, was du jetzt gleich hast, aber das fiel mir gerade so spontan auf, das ist echt so, das ist schon echt reaktionär aufs Maul. Ja, auf eine Art und Weise schon. Und das ist witzigerweise jetzt auch, wo du Igor ansprichst, kennst du Drum Corps bestimmt. Aaron Spector, das ist ein alter Freund von mir. Den habe ich rübergeholt hier nach Deutschland. Den habe ich kennengelernt über DJ Ripley, die damals noch in New York gewohnt hat. Die war mal hier mit DJ C aus Boston und mit Aaron. Die kannte ich wiederum über einen Freund aus Berlin. DJ Ripley hat auch gerade ein Buch geschrieben. Larissa Mann heißt sie wirklich. Ich habe den Titel gerade nicht im Kopf, wo es um Root Citizenship, wo es halt auch so um Aneignungen von Copyrights im jamaikanischen Reggae geht und Soundsystem-Kultur oder so. Und die hat ihn mit rübergebracht. Und der DJ C hat ein Label in Boston, Mash It, und das ist die erste Mash It-Platte, wo auch ein Remix drauf ist von Aaron Spector, der damals noch Dark Jungle gemacht hat. Hat aber auch unter seinem eigenen Namen damals so Elektronika mit Zither gemacht, mit Hackbrett. Tatsächlich, deswegen war der eigentlich in Europa, weil der, wie heißt denn das noch? Witzigerweise habe ich den Begriff Hackbrett neulich gehört oder gelesen. Das ist eine schottische, so eine schottische Zither im Prinzip. Wie heißt denn das noch fällt mir gleich ein, auf Englisch. Der hat einen ganz komischen Namen. Und jedenfalls war der irgendwie, als ich für Aaron einen Teil seiner ersten Europatour organisiert habe, war der eingeladen auf Dulcimer? Dulcimer heißt das, glaube ich. Auf dem Europäischen Hackbrett-Festival in England, um da zu spielen. Und da hat er eine Elektronikatour in Deutschland gemacht. Hier in der Astra-Stube hat er gespielt, in der Lounge hat er gespielt, in Köln im Kulturbunker, in Berlin noch irgendwie. Und Aaron, der jetzt ja als Drum Corps eher so Breakcore, Dark Jungle und Metal fusioniert, hat auch den Remix hier gemacht für DJ C Conscience I Hang Them. Das ist auch 2006 ungefähr, würde ich sagen. Großartiger Scheiß. Viel gespielt. Come give me the fire, me burn them and done them. Die Vocals sind von Capleton, großer Come give me the water, Reggae-Sänger. me wash them and cleanse them. Come give me the herb, make me go light it and heal them. Down them conscience, wrap round them neck like a rope and it all them. Come give me the, come give me the, come give me the, come give me the. Come give me the. Come give me the. Come give me the fire, me burn them and done them. Come give me the water, me wash them and cleanse them. Come give me the fire, me burn them and done them. Come give me the water, me wash them and cleanse them. Come give me the fire, me burn them and done them. Come give me the water, me wash them and cleanse them. Come give me the fire, me burn them and done them. Come give me the water, me wash them and cleanse them.
Ich habe früher gesagt, wenn ich tote Kinder auf der Tanzfläche sehe, dann ist die Musik richtig und genau das ist der Sound gerade so. Come give me dip, 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 come give me, come give me dip, wrap round them. Come give me dip, come give me dip, come give me, come give me dip, come give me dip, come give me, come give me dip, come give me dip, come give me, come give me dip, wrap round them. Come give me dip, come give me dip, come give me, come give me dip, come give me dip, come give me, come give me dip, come give me dip, come give me. Wrap round them neck like a. Da ist es wieder. Wrap round them neck like a. Tanzflächen vor der Verzweiflung. Ja, wenn du da als DJ nicht weißt, was du machst, hast du leider verloren. Verkackt. Sehr schön. Da fällt mir gerade ein, ich kenne jemanden, der geht total darauf ab. Kennst du auch? Melinda? Tina? Nee, sitzt nebenan und zockt gerade Diablo 4. Ja, also großartiger Scheiß. Das ist auch das Zeug, was wir auf den 3D-Partys im Hafentank ganz viel gespielt haben. Ich zumindest, wenn ich die letzten Sets hatte. Und das war auch immer, ich habe von Aaron noch so ein paar Sachen auf Dubplate, die nie rausgekommen sind. Das war immer ein großartiger Effekt. Ja, absolut. Also das ist, welches Jahr war das gerade? 2006, 2005 irgendwie so um den Ich Dreh. meine, ganz ehrlich, ne? Wir reden heute in einer Zeit, wo E-Craze oder Marauder richtig aufs Maul geben und ein Sound, der 17 Jahre her ist, oder länger, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade richtig Ja, aber rechne. es ist Breakcore irgendwie die Hochzeit. Ich meine, ich war auf der Fuck Parade 2001 und habe einen Truck gehabt. Ja, es ist halt, also ich finde das einfach sehr erstaunlich, wie viel damals schon ging, aber es ist halt die Leute, die heute zu so einem Zeug abfeiern, und ob es nun Dubstep ist oder Breakcore, das ist eine ganz andere Generation, ne? Und die sind noch weniger Dynamik gewöhnt. Ich meine, hier sind ja richtig, das ist zwar gut zu mixen dadurch, dass es dynamisch ist, aber du musst halt wissen, was du da tust, so, oh, Break verpasst. Dann hast du verloren. Arschkarte, ja, genau. Kurze Pause. Ich will mal gucken, ob die Aufnahme läuft. Und ich finde das, ich habe zwischendurch überlegt, können wir vielleicht mal kurz so, können wir rausschneiden später. Was ich interessant finde, ist, das ist suboptimal mit einem Plattenspieler auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das aber so einen gewissen Wohnzimmer-Touch. Und ich hatte mich kurz überlegt, ob man nicht vorher die Sachen sampled, also recorded, um die Tracks simpler einzuspielen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so geil ist, ehrlich gesagt. Ich finde das gerade. Das hat eigentlich was. Also es ist einfacher. So, da müsste man sich halt einfach hinsetzen und dann mal 2 Stunden oder 3 Stunden den ganzen Scheiß aufnehmen irgendwie so. Und dann mastern. Aber es ist halt auch einfach so, ich finde dieses Knistern auch ganz live gut. Live ist fucking irgendwie. live, ne? Ich meine, und was mir auch auffällt, was ich witzig finde, ist nicht nur dieses gut, man kann sich über Techniken unterhalten, aber der Touch zwischendurch mal reinquatschen und finde ich sehr sympathisch und ich möchte gerne eine Cam auf das drehende Label haben. Wenn wir das als Video jemals mal machen, dann kommt da eine Kamera,
die das drehende Label zeigt, dass man sieht, was da läuft, wenn man das erkennen kann. Das gab es früher in der Lounge. Übrigens gab es einen Fernseher. Weil, warst du mal in der Lounge in der Erichstraße, da wo jetzt dieser Schlagerladen unten drin ist? Obwohl, eigentlich können wir das auch irgendwie drin lassen, ne? Also Ja, nicht vielleicht hier warum drin, nicht? aber da gab es einen Fernseher, weil das DJ-Pult war quasi ein geschlossener Raum, mehr oder minder mit so einer kleinen Schießscharte. Und da gab es einen Fernseher ursprünglich mal, wo quasi mit der Videokamera ein Loop geschleift wurde. Cool. Sehr Aber ich gehe cool. noch mal, wenn wir jetzt eine Pause machen, eine Stange Wasser wegstellen. Und du kannst aber gucken, ob Jo. die Aufnahme läuft und so, und dann fangen wir da gleich wieder an. Genau. Dann sind wir jetzt quasi durch die Jungle Roots ja auch schon fast durch im Endeffekt. Und der andere Punkt, der bei Dubstep, da wo der Step eigentlich herkommt, ist ja Two-Step und UK Garage. Und das wiederum hat ja seine Wurzeln eigentlich im Speed Garage. Das war, fing eigentlich so Mitte, in der zweiten Hälfte der 90er irgendwann an, dass viele englische House-DJs angefangen haben, diese ganzen Dub-Versionen von den so Strictly Rhythm und US-House-Sachen einfach auf +6, +7, +8 zu spielen, die besser aufzudrehen. Und dann hast du im Prinzip sehr, sehr schnellen House, daher das Speed. Und Garage House ist ja so dieser ganze New Yorker Vocal House gewesen. Und dann hast du im Prinzip Speed Garage gehabt als Grundidee. Und dann kamen dann irgendwann die Jungle-Bässe dazu. Und das gehört ja über Two-Step dann, über diesen Swing auch irgendwo zu der Heritage von Dubstep dazu. Wo du gerade mal das Hochpitchen. Ich habe früher zur Big Beat Zeit, habe ich mir immer die Hard Knock Sachen, die habe ich mir, weil ich da zu der Zeit Panacea gehört habe, bevor er Hardcore gemacht hat. Und da habe ich mir die Hard Knock Sachen, die 45 immer auf 33 angehört, weil ich das geiler fand. Ja, das Lustige ist auch, dass der Panacea ist ja ein gutes Beispiel. Der war ja früher, das hört man seiner Musik auch an, der war ja sehr, sehr übergewichtig und so klang seine Musik halt auch am Anfang. Das war halt wirklich so, er stampft irgendwo durch die Gegend und je mehr er abgenommen hat, wir hatten ihn ja auch öfter mal in Hamburg damals und da hat er auch bei mir veröffentlicht, dann später, je agiler der wurde, desto agiler wurde auch seine Musik tatsächlich so. Das Ja, hat ne? sich total verändert. Also je mehr er abgenommen hat. Da hat, war glaub dann ich, mal nicht- Drum and Bass angesagt mehr bei ihm. Ja, das hat er ja immer gemacht. Irgendwie. Also nur die ersten Sachen waren ja im Endeffekt ganz viel gesampelte No U-Turn-Platten irgendwie nochmal neu zerschreddert und der hat ja früher schon, der hat im Knabenchor gesungen irgendwie und da haben sie schon irgendwelche komischen Metal-Platten rückwärts abgespielt im Badezimmer und so und also im Duschraum hat er mir mal erzählt und mittlerweile ist er ja komplett weg. Also Panacea gibt's ja so nicht mehr, sondern da hat er jetzt mit jemandem ein neues Projekt New Frames. Das ist halt so relativ klassischer, harter Techno tatsächlich auch. Fall to the Floor. Sozusagen Fall to the Floor haben wir hier auch. Irgendwie, das ist auch ein ganz komisches White Label, das habe ich auch woanders noch nie gesehen. Deadhall by Brive. Das soll wahrscheinlich auch Brief heißen. Da hat jemand den Stempel falsch irgendwie layoutet. And Wie es- one job. Ist mir aber bei der zweiten Intrauterin-Platte auch passiert. Da stand auch irgendwann, statt Limited Edition steht da, glaube ich, Limited Edition drauf und ich habe ein O vergessen oder so. Das ist passiert allen Leuten Ich habe irgendwann auf dem mal. Flyer statt David Bowie, Davis Bowie geschrieben. Auch schön. Auf einer Drum-Bass-Party, die wir mal hatten, das habe ich neulich gerade jemandem erzählt, die hatten wir immer am 3. Samstag im Monat, was ganz gut war, weil die Leute es wussten. Da hat der Grafiker mal das Datum vergessen. Und das war ein teurer UK-Act. Aber es war trotzdem voll. Aber auch hier wieder gleich Reggae-Vocals und MC-Vocals am Anfang. Es knistert so schön. Ja, ein bisschen knistern. All nice and decent people, just take it from General TK. This is original 91 Pisces. Dental. Watch me, no man. Watch me, no man. Watch me, no man. Watch me, no man. All nice and decent people, just take it from General TK. This is original 91 Pisces. Dental. Watch me, no man. Original general a big move. No test me boy, me knocking TTS. Original general a big move. No test me boy, me knocking TTS. Watch the man. Original general a big move. No test me boy, me knocking TTS. Sadi dental original night. Sadi dental original night. Pipe. Vor allem die Hi-Hats sind noch richtig House. Man hört es halt richtig, wo es herkommt. Watch me, no man. Original
musste gerade an Bunkers denken. Bassdrum-Triplet nimmt halt schon Two-Step so ein bisschen voraus irgendwie. Da haben wir es auch wieder, das, wo wir drüber vorhin gesprochen haben. Wenige Elemente. Minimal ist immer wieder schön. Nicht einfach nur als Stil, sondern als Einstellung. Ja, es ist tatsächlich auch am funktionalsten irgendwie. Und bevor wir jetzt gleich so zu richtigem Two-Step kommen, gibt es noch eine Speed Garage Nummer. Die ist aber ganz aktuell und da habe ich auch ein bisschen meine Finger drin. Das ist die Combat Dubs 2 Crystals der Speed Mix. Die lasse ich euch auch da nachher. Die ist eigentlich rausgekommen auf meinem Label Intrauterine Recordings in 2020, Ende 2020, war super schnell ausverkauft und war auch irgendwie bei Serendipity in Mailand wohl eine der Platten des Jahres und hat in London auch ganz gut Backing gehabt und ich habe die jetzt gerade wieder nachgepresst und wo wir sagen, minimal ist wenig, schnell ist auch immer gut, weil wir hatten die Originalplatte, also den Originaltrack und den Remix, den hören wir jetzt irgendwie innerhalb von 5 Stunden fertig. Da war dann auch nichts mehr dran zu tun sozusagen, wenige Elemente, aber sehr, sehr, sehr funktional und natürlich 7-Inch Vinyl, wie immer bei mir.
Sehr cool. Das Presswerk hat geflucht und der Mensch, der das Doublet geschnitten hat dafür, weil die Nummer ist eigentlich für eine 7-Inch mit fast 5 Minuten und so viel Bass ganz schön lang. Die Bassdrum remindet mich an die Jomox M-Bass. Also ich hatte das mal geschickt, als ich die geholt hatte. Auch ein pervers krasses Teil, so ein ganz kleines Ding, ne? Aber hat ohne Ende Wumms. Ja, das ist ja auch so. Und die Platte irgendwie geht halt auch, ich habe die mal gespielt in Kiel, irgendwie auf einer Anlage, auch gegen eine 12-Inch irgendwie. Und die ist, also da muss ich Martin von Ramona Records, also ehemals Ameise, auch ein ganz großes Kompliment machen für den Schnitt, weil die kann halt mit jeder 12-Inch auch mithalten von der Lautstärke, was bei 7 Inches ja nicht immer so ist, aber die brät ganz schön weg. Und ja, das ist Speed Garage im Endeffekt so der Vorläufer zu dem, was wir jetzt hören. Two-Step, quasi die zweite und die vierte Bassdrum weglassen, ein bisschen Swing drauf machen und in dem Fall, um wieder den Reggae-Bezug herzustellen, die Vocals von einem ganz großen Rocksteady-Klassiker. Dawn Penn, das Original fällt dir wahrscheinlich, kennst du No, 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 You Don't Love Me Anymore? Das kommt mir bekannt vor. Das gab es auch schon als Jungle Remix und das ist ein einseitiges White Label 12-Inch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie alt das ist, 20 Jahre bestimmt, aber da hatten wir schon diesen klassischen Two-Step-Swing drin, der mich ganz schön viel Zeit gekostet hat, bis ich gecheckt habe, wie ich das auflegen soll. Das so ein bisschen ist wie Jungle, weil immer was im Off ist und was passiert.
elektronische Hauspianos. Cuttetes Korg M1, wer weiß. Ja, Ich mag das Vocal Chopping auch ganz gerne. Das ist auch, das wollte ich ansprechen, das ist so ein ganz typisches UK Garage-Ding, das ganz, ganz viel gemacht wurde. So Vocals auseinanderschneiden und dann so ganz, ganz detailliert irgendwo reinsetzen und auch nur so, man hört, dass es eine Stimme ist, aber mehr passiert da auch nicht. So Micro-Chopping, das ist sehr spannend, produktionstechnisch auch. Ja, fast so hart gecuttet wie Clawfinger-Gitarren. Das kann angehen, das kannst du besser beurteilen als ich, glaube ich. Ja, die sind auch so gerade hast du im Industrial Metal oder bei Crossover häufig, dass die Gitarren am Schluss, die enden da einfach. So ganz, haben aber so dann eine Resonanz. Aber du hörst die Gitarre selbst nicht mehr, aber dieses Nachwummern manchmal. Das Verstehe. ist ein kurzer Zeitpunkt, kann ich dir mal zeigen bei Gelegenheit. Dürfte auch dir nicht schlecht gefallen. Ja, so Crossover-Kram habe ich ja, so Clawfinger und was es da alles gab, zu der Zeit auch mitgehört. Das war dann immer so ich war ja in St. Peter auf der Schule, St. Peter-Ording irgendwie auf dem Gymnasium und da war ein Internat angeschlossen, wo halt so ganz viele Leute aus Berlin und Hamburg auch waren, mit denen ich auch immer mehr zu tun hatte als mit den Leuten vom Dorf irgendwie, weil ich auch selber eigentlich Hamburger bin und irgendwie waren mir die Stadtkinder, die Kaputten, schon immer sympathischer als die Dörfler irgendwie. Und da haben ganz viele Leute auch so New York Hardcore gehört, Madball und so den ganzen Kram. Und über die bin ich dann auch so ein bisschen an so Hardcore-Hip-Hop und sowas irgendwie ran und Bodycount und der ganze Quatsch irgendwie so. Obwohl gar nicht Quatsch, ist ja eigentlich guter Sound irgendwie noch. Ja, und das lief krass, halt mit. Ey. Der Basser von denen ist fast 70 oder ist schon 70. Ja, Ice-T ist auch schon 60 mittlerweile. Normal. Richtig gut. Also das war auch ein viel bei Jocke, der Keyboarder von Clawfinger. Und ich hatte immer gefragt, so was er eigentlich so ob er viel samplet. So, ja, aber seine Sounds sind eigentlich sonst alles analog. Also er samplet zwar, klar, aber es ist dann alles analoge Synths. Ich vermute mal, das kommt sich mit den Gitarren vielleicht nicht so ins Gehege, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, weil die Gitarren klingen immer sehr kühl. Weil Clawfinger wurde ja produziert von Helmer, heißt er, glaube ich, Helmer, Schwede. Der hat später dann Rammstein produziert. Und die Gitarren, die Rammstein hatten oder haben, die hat er im Grunde mit Clawfinger so ausgetüftelt. Deswegen Leute, die halt ein bisschen länger Musik hören, die dachten sich halt bei den ersten Rammstein-Sachen nach dem Demo, sondern es gab ja eine Demo-Tape, das ist halt in der kompletten, auch stark in der Gothic-Szene rumgegangen. Und das war noch sehr dreckig, also sehr ehrlich. Die waren ja eigentlich auch mal eine Punkband, so die Erstformation sozusagen, bevor die Rammstein wurden. War doch irgendwie mal, genau. Ja, so DDR-Punk sogar noch irgendwie, ne? Das war schon immer aufs Maul. Und interessant ist einfach, dass die dann, als sie dann bei Motor, auch bei Tim Renner rauskamen, da hast du richtig gemerkt, was Studio und Mastering macht. Da war kein Schmutz mehr drin, das war super clean von Anfang an. Und das ist vielleicht auch so ein großer Unterschied zwischen Styles, die es schon länger gibt. Gerade im Drum and Bass finde ich das sehr spannend. Wenn man schaut durch die Sauberkeit, durch die Sterilität, die an einem Studio dann möglich wird, oder wenn du Plugins arbeitest, da musst du den Schmutz dazu mischen, damit das wieder ehrlich klingt, so ungefähr. Und das ist schon ganz cool, weil das wirkt sich auf die Musik raus. Die Leute arbeiten danach so. Das ist halt so, du lebst entweder mit dem Rauschen, versuchst es rauszubekommen oder cuttest so hart, dass das Rauschen rausgeht. Ich war mal Anfang der 2000er bei Current Value zu Hause in Berlin, weil ich habe im Tresor ja diese Earache-Partys gemacht mit einem Freund von mir damals, diese Gabba Hardcore-Partys, und Current Value hat ja als nun habe ich den Namen vergessen. Hat aber auf jeden Fall auch Techno produziert unter einem anderen Namen. Und der hatte ja schon immer im Drum and Bass auch einen sehr, sehr eigenen, sehr klaren Sound. Und der Typ hat Psychoakustik studiert. Und du hast, Gemein. Der hat auch nur auf Kopfhörern produziert, damals schon irgendwie. Und das waren nur Blöcke. Es war wirklich so ein großer Block, Beats, Bass, alles Mögliche. Denn das Break war ein kleines Rechteck. Es war null dynamisch. Es war wirklich alles bis zum Anschlag hochgezogen. Und der hat nachher seine Bässe, was du eigentlich für Vinyl nicht machen darfst, in Stereo produziert. Und das so, dass es halt trotzdem irgendwie gut und fett klingt. Irgendwie. Der hatte ja schon immer diesen ultra sterilen Sound. Das ging eigentlich auch schon seit
97 los. Der hat ja auf Don Q die ersten Sachen veröffentlicht, auf dem Hat er Hamburger selbst Label. gemastert? Ja, Okay, weil Glaub ich. sonst hätte spätestens der Mastering-Ingenieur wahrscheinlich so alles unter X-Hertz auf Mono gestellt. ja, also ich glaube, der hat seinen Kram alles selber gemacht, aber das war echt extrem beeindruckend. Ich habe halt noch so zwei komplette CD-Alben, die, glaube ich, nie rausgekommen sind von dem. Und mittlerweile ist er auch eher am Neurofunk irgendwie so angekommen, was ich nicht so mag, aber der hatte diesen super sterilen Sound halt vorher, also auch schon früher irgendwie, aber das war echt wahnsinnig beeindruckend. Sagt dir Fear Factory was? Ja, Fear Factory kommen ja eigentlich aus dem Death Metal, haben dann sehr Industrial, also mit sehr viel Elektronik produziert. Haben sie halt ein Album rausgebracht, das nannte sich The Manufacture, das war, keine Ahnung, aber in den 90ern, Mitte wahrscheinlich, oder 97. Und das erste Master haben die wieder zurückgeschickt und gesagt, wir brauchen jemanden anders, das klingt uns noch nicht steril genug. okay. Also da ging es halt genau darum, diesen Sound zu bekommen. Und die haben nämlich dann 2 Alben später ein Remix-Album produziert, ich weiß gar nicht genau. Und da sind halt, könnte auch was für dich sein, da sind halt extrem viele harte Techno-Nummern mit Industrial Metal-Gitarren. Ich glaube, ich habe das. Ich habe irgendwann mal in den späten 90ern, als ich Remanufacture hieß das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber in den späten 90ern, als ich angefangen habe zu schreiben über Musik, da hatte ich meine Website gerade noch frisch, das war alles auf Deutsch und habe ja auch für die Raveline und alles Mögliche geschrieben. Da habe ich von Heartbeat-Propaganda, also die Gothic-Promo-Abteilung von Public Propaganda damals irgendwie ganz viel CD-Promos gekriegt. Und also ich weiß, ich habe halt das Blackest-Album von Metallica gekriegt auf jeden Fall und auch irgendwie so Dance or Die und so ein Zeug, irgendwie diesen ganzen Wahrscheinlich auch dann nochmal Nine Inch Nails. Nee, das nicht. Irgendwie, die waren da nicht. Die haben halt Stimmt, also ja. das ist ja so eine Promo-Agentur gewesen und irgendwas habe ich auch gekriegt, wo Fear Factory auf jeden Fall dabei war. Kann ein Sampler gewesen sein, kann aber auch ein Album gewesen sein, deswegen. Und ich habe ja damals die auch alle interviewt. Also ich habe ja Ernst Horn hier von Deine Lakaien getroffen und Gabi Delgado habe ich interviewt in Hannover damals, irgendwie, als er dieses Rave-Album gemacht hat, wo er über diese Duff Doss, wo er über die ganzen alten Rave-Hits gesungen hat irgendwie und ich glaube, Dance or Die habe ich auch irgendwie mit am Start gehabt, irgendwie so und noch so ein paar andere Leute irgendwie so und dementsprechend Fear Factory so aus der Ecke. Ich habe die nicht mehr weiterverfolgt, aber sagt mir auf jeden Fall. Und Ja, wir können ja mal was machen, wo wir schauen, aus jeder in seiner Noise-Ecke seinen Krach rauskramt und dann schauen wir mal, wie das zusammenpasst. du weißt, woran ich da denke, ne? Wenn wir und Neues und so, diese Session, die wir in Poppenbüttel da mal gemacht haben, mit Ja, ich 2 erinnere mich. Plattenspielern und 2 CD-Playern und Tape Deck und Wie hießen die verrückten Japaner nochmal? Capsule Markets. Mad Capsule Markets. Ja. Die habe ich auch von Public Propaganda gekriegt. Die haben auch mal, ich habe die mal einen Live-Mitschnitt von gesehen. Ich weiß gar nicht, Tribe Culture oder sowas hieß der Track, den die da live gespielt haben. Das war, muss man vorstellen, gehst du auf ein Industrial-Konzert und dann kommt da richtig fettester Bum-Bum raus. Aber so richtig treibend und irgendwann schreddern dann die Gitarren rein. Und dazu wenn Japaner hart Englisch schauten, das hat einen eigenen Stil, möchte ich mal einfach sagen. Wart ihr damals auf dem Sonic Dragolgo-Konzert, das wir im Hafenklang gemacht haben, auf einer Drum-Bass-Party? Nee, leider nicht. Die Japaner haben ja, man muss es ja sagen, auf eine gewisse Weise alle den Arsch auf irgendwie. Und wenn die halt irgendwas machen und kopieren, dann kopieren sie es ja bis zum Extremsten. Und Sonic Dragolgo, den habe ich kennengelernt über meinen Kollegen, mit dem ich die Partys in Berlin gemacht habe auch. Und das war ein Japaner, der hat damals ein Label gemacht, Hyper Rich Recordings, Speedcore. Also wirklich so 600 BPM aufwärts gebrate. Genau so ungefähr. Darüber hat er super poppige Melodien geschrieben und Texte auf Englisch. Der konnte kein Wort Englisch und hat die dann auch noch selber gesungen. Und den haben wir auf eine Drum-Bass-Party gebucht hier in Hamburg. Ich vorher Drum-Bass aufgelegt, Home-Bass hinterher. Ich habe noch nie so verwirrte Leute gesehen irgendwie. Das war super, das hat viel Spaß gemacht. Und der ist dann irgendwann der ist nach Deutschland gekommen mit seiner Frau, mit dem Ding, ich werde jetzt hier Popstar. Mit meinem, ich singe Blümchen mit Blümchen-Melodien auf Speedcore. Das hat natürlich super funktioniert. Ich weiß nicht, wie der sich hier finanziert hat. Auf jeden Fall hatte er halt eine Wohnung in Berlin Also eine Zeit die lang. Nische musst du publikumstechnisch erstmal finden, ne? Dann als Japaner, der selber kein Englisch kann. Und wenn du mit dem geredet hast, die Japaner denken ja laut ganz viel. Also wenn er halt nachgedacht hat, so über das nächste Wort, das er dir sagt, der hat dann 3 Worte gesagt, dann gab es dann
Dann sind ihm Wie wieder das drei Worte, französische Worte eingefallen und da ging das halt weiter. Und irgendwann ist er in Amiland gelandet und hat auch irgendwie einen Vertrag gekriegt auf irgendeinem gar nicht so kleinen Label. Ich weiß nicht, was der macht. Der ist irgendwie Vielleicht jetzt bei verschwunden. Mike Patton. Nee. Also das war schon Jetzt eher hab ich genug. so quasi Major, so Island oder irgendwie sowas. Also sowas Kein Witz. in der Ecke irgendwie. Das war das letzte Mal, was ich was von dem gehört habe. Aber das war auch irgendwie viel zu krass. Gibt aber leider nur auf CD oder ich habe das nur auf CD. Schließen wir das nächste Mal einen CD-Player an. Ja, irgendwie sowas. Aber von wegen gar nicht so krass. Die Nummer, die wir eben gehört haben, wo wir jetzt schon wieder 25 Minuten quatschen quasi, ist, das war ja so dieser klassische UK Garage-Kram mit Vocals und Pop und es wurde halt irgendwann mal so in die Richtung, wo es halt so darker und minimaler wurde, um halt mal so diesen Bogen schon langsam mal Richtung Dubstep zu schlagen, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, wir brauchen ein bisschen heute. Wir brauchen ein bisschen, aber das ist auch das erste Mal und die Nummer heißt ganz passend Lost in Dub von Engine und das ist halt wirklich möglichst runtergestrippter und schon dubbiger Garage. Mit Pause. Muss sein. Wieder der Offbeat, wieder der Jamaika-Bezug quasi. Es hat was 80s-mäßiges, diesen Sound. wieder die Bässe aus der Kitachi-Nummer, so von dem Druck her. Ja, und die Bass-Rolling, gerade Bass-Drum-Roll, das war schon sehr modern. Mhm. Und wann ist das? 20 Jahre her? Nee. Doch, irgendwie sowas, vielleicht sogar älter. 2000 steht auf der Platte.
diese Snare eigentlich wirklich eine Snare ist oder eine Clap. Ich schau mal, oder? Also mindestens eine Clap mit einem sehr harten Attack. Vielleicht sogar der Attack von der Snare. Aber es ist definitiv ein Clap. Und auch pervers laut. Also beim Mixen ist das ja nochmal so ein Sound, der wirklich raussteht. Irgendwie auch im Gegensatz zu anderen Platten, weil der halt vom Frequenzgang so ein bisschen anders ist als die normalen Snares. Weil der Clap sehr warm klingt. Und breiter. Es sind auch mehrere Sounds leicht delayed. Da hat es die Reduktion schon wirklich so. Ja, auf jeden Fall. Also sehr schöne Bassline, auch gegen Ende nochmal harmonisch ein bisschen anders. Gefällt mir gut. Ja, und was ganz lustig ist jetzt, ich habe gleich 3 Tracks irgendwie vom selben Produzenten eingepackt, die sozusagen zeitlich fast an das anschließen und aber ganz gut zeigen, wie es nachher von dem Sound, den wir eben gehört haben, im Endeffekt zu richtig klassischem Dubstep irgendwie, wo wir oder wie wir den alle kennen quasi, wie so die Entwicklung gelaufen ist. Und das sind alles Tracks von Digital Mystics. Marla ist ja einer der Mitbegründer des Dubstep mit seinem Forward Club gewesen damals in London. Und das war so der Club, wo eigentlich alle DJs und Produzenten ihre Dubplates getestet haben. Und das war so der Ort, die Messe, wo wir es vorhin mit Religion hatten. Das hieß ja immer so, House Music is our church in England, in Amiland, wenn sie irgendwo hingegangen sind sozusagen. Das war sozusagen die Kathedrale des frühen Dubstep. Und das Label, auf dem das erschienen ist, Big Apple Music, hing dran an einem Big Apple, also an einem Record Store, der hieß Big Apple, wo halt auch Scream zum ersten Mal veröffentlicht hat irgendwie. Und Apple Blim und Marla Digital Mystics halt auch relativ früh. Die Platten sind alle sauteuer, also alle 3, die ich jetzt spiele. Ich glaube, die kriegst du unter 60, 70, 80 Pfund nicht mehr mittlerweile so. Und das ist, ich weiß gar nicht mehr, von wann die ist. 2004 vielleicht, die Mapo Dub, die ich jetzt spiele. Auf jeden Fall ist das so quasi so die Brücke zwischen Garage und Sublow und dem, was später Dubstep wurde, noch mit einem relativ mystischen Ansatz. Als du das meintest mit Church of House, vorgestern habe ich auf YouTube, war mir eingeblendet im Stream, da hat ein Typ selbst eine Art Schloss gebaut. Er alleine. Zwischendurch haben die Familie geholfen, hat sie weggejagt, weil das wollte er alleine machen. Und dann hat er das Ganze geöffnet für
Elektronikpartys. Ich weiß nicht, was für ein Style da lief. Okay. Aber auf jeden Fall, da sind sogar Glasfenster, also bunte Glasmosaikfenster und so ein Kram. Und das Ding sieht wahnsinnig krass aus. Das muss ich Tina auch nochmal zeigen. Das zeige ich dir nochmal und dann finden wir mal raus, was da für Partys ging. Er hat das irgendwann nicht mehr gemacht, weil er war selbst, der Typ ist inzwischen 70, glaube ich. Der war selbst auch immer, weil er fand das total geil, wenn die Leute da tagelang, wie zwei Tage, das ganze Wochenende lang abgehangen haben und gefeiert haben. Das klingt wie England oder Amiland? Amiland. Okay, weil es gibt in England auch irgendwie, das ist kein Schloss, aber das ist irgendwie ein altes Hotel, was irgendwann mal auch so zu Zeiten von der Criminal Justice Bill kurz davor irgendwie sozusagen so ein Epizentrum war im Norden halt für so Hausmusik und für Partys im Club sozusagen, die halt nicht Open Air waren, was ja eigentlich das große englische Ding war, weswegen die alle so ausgerastet sind, weil keiner damit irgendwas anfangen konnte, warum da jetzt irgendwie 30.000 Leute auf dem Feld stehen und zu komischer Musik tanzen sozusagen. Und ich finde nur mal raus, was das für ein Schloss war, dann sage ich dir das mal. Ja, oder was für Partys da liefen, weil das ist schon mal sehr interessant. Die Location ist halt wirklich abgefahren. Das ist alles nämlich handgearbeitet. Der Typ hat Steine mit einem LKW, also Blöcke, mit einem LKW, so ein Truck, so ein, wie heißen die Dinger, die Pickups, hat er so gebaut, das war sein Kran. Das ist halt mal 50 Meter gefahren, um den Stein hochzuheben. Dann hat er ist er ausgestiegen, Handbremse, korrigiert, also den Kran ausgerichtet, wo der Stein hin soll und dann wieder zurückgefahren. der Typ hatte wirklich nichts zu tun, oder? Das ist ja so Pyramiden bauen der oder hat Stonehenge aufstellen. Der hat teilweise irgendwie das Jahr über gearbeitet, ein Dreivierteljahr, und dann hat er ein halbes Jahr auf dem Bau da gefrickelt, um sich das leisten zu können. Total abgefahren. Machen wir nochmal ein anderes Mal. Krasser Jetzt Typ. gibt's Musik. Jetzt gibt's Musik, ja, das war so. Auf die Ohren. Proto-Dubstep wird das eigentlich schon fast treffen. Irgendwie Digital Mystics, Mavo-Dub. Auch das Dub wieder im Namen schon.
Da hast du nämlich die Halftime schon. Und die 2 Zählzeiten. Ja, und wobei da ist noch der Beat, jetzt sagen wir es mal so, nicht ganz so tight wie bei Dubstep. Nee, er ist auf jeden Fall noch variabel. Das hat sich ja auch dahin erst entwickelt, dass du quasi nur noch diesen Halftime hast, irgendwie 1 und zum 3, ja. großen Teil. Und der ist ja noch sehr, sehr tribal, deswegen ja auch Proto-Dubstep. Aber du hast halt schon die Hi-Hats quasi, die halt 135 sind. Also die 140 waren damals ja auch noch gar nicht so festgelegt als Thema. Also es gab halt tatsächlich Sachen, die du nicht miteinander mixen konntest. Also so Dubstep und Grime-Sachen, die heute eigentlich alle auf 140 sind als Standard. Das hatte schon so eine Range von 120 bis 145 vielleicht. Und dann wird es mit einem +8 schon fast schwierig beim Plattenspieler. Aber die Beats waren halt auch noch anders. Und da hattest du irgendwie jede Woche, also in einem Plattenladen, so, wenn neue Sachen reinkamen, jede Woche irgendwie noch Platten, die eigenständig und anders und neu klangen. Und jetzt hast du halt, es ist halt relativ standardisiert. Und ich habe ja dieses Interview neulich gegeben bei diesen Polen bei Undertone, wo ich ja auch irgendwann sagte, ich mag Genres halt, wenn sie sich entwickeln. Weil dann gibt es halt noch irgendwie keine festen Regeln. Und das fand ich bei dem Sound damals auch total geil, dass es einfach irgendwie so verschiedene Beats gab, die halt irgendwie nicht richtig zusammengingen, aber es ist schon klar, es ist alles dasselbe irgendwie, es gehört alles zusammen. Okay. Und das jetzt ist jetzt kommt auch Digital Mystics, Neverland, das ist erschienen vielleicht ein Jahr später, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen bei denen, weil manchmal hat Mahler auch Sachen auf Dubplate geschnitten und auch nur einmal gespielt, auf einer Party, wenn die Situation passte, die sind nie wieder aufgetaucht und nie veröffentlicht worden. Deswegen kann es auch mal sein, dass das manchmal 1-2 Jahre früher schon produziert ist, aber dann erst rausgekommen. Aber das ist quasi ein bisschen später so von der zeitlichen Entwicklung und ein bisschen anders. Aber achte mal drauf, wo die Snare sitzt. Die kannst du nur auf die Bassdrum mixen, sonst bist du voll raus. Zwischendurch vor dem Beat ganz leicht.
linksseitigen Streiche irritieren mich. Da kann in Deutschland auch keiner zu tanzen. Vielleicht hören Sie ja Jazz, dann können Sie es vielleicht. Einfach die Varianz ignorieren und mit dem Kopf nicken im 4/4-Takt, dann geht das schon. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja. Stell dir mal vor, du musst jetzt 2 solche Platten, die so Off-Snares haben, irgendwie zusammenbringen. In einem Mix. Am besten über 3 oder 4 Minuten. Was machst du da die ganze Zeit? Ich warte auf die nächste 1. Ich hab's wieder verpasst. Ja, die 1 ist es gar nicht, aber dann musst du halt echt aufpassen, dass du wirklich keinen Trainwreck irgendwie am Start hast, sozusagen. Aber ein kleiner Tipp für die Leute, die zu sowas tanzen wollen: Halt dich an die Hi-Hat-Läufe. Die sind wenigstens einigermaßen straight, da geht das. Oder alter Drum-Bass-Trick auf die Bass. Bassline, ja. Sonst bist du am Arsch. Bass ist immer Halftime, das funktioniert immer irgendwie. Und ich habe im Zweifelsfall nur auf jeden zweiten Beat nicken, das haut auch hin. Aber ja, genau. Bevor wir jetzt irgendwie mit den letzten beiden Platten beim richtigen Dubstep landen, das ist ganz lustig, ist auch Digital Mystics, Walking with Jar. Eine der für mich zumindest großartigsten Dubstep-Nummern überhaupt irgendwie. Es ist gar nicht Walking with Jar, das ist die andere Seite. Eartha Run Red ist das gerade. Und damit kommen wir dann auch beim richtigen Dubstep an, quasi wie wir den, oder wie viele Leute den heute kennen, irgendwie zwar 140er Geschwindigkeit, aber 1 und 3 und die klassische Halftime-Snare und so. Und das ist eine ganz große Hymne. Und eine wunderbare Synthline.
Das ist so eine der Nummern, nach denen eigentlich alles gesagt ist irgendwie. Und damit war Dubstep für mich eigentlich auch schon fast in Perfektion ausformuliert auf eine Art und Weise. So, da kam dann nicht mehr so viel hinterher, wo ich dann dachte, so, das ist jetzt noch neu und kickt mich. Und das war so ein Meilenstein irgendwo aus meiner Sicht. Jahr? 2000, wann habe ich Shackleton hier gehabt in Hamburg? 2007 habe ich die schon gespielt. Und ich habe 2007 auch mit Digital Mystics aufgelegt. Das muss 2006 gewesen sein oder 2007? Ich glaube, man kann auch in die Richtung sagen, dass es prinzipiell ist vieles, also was dann halt auch nach 2010, 11, 12 kam, wurde auch, wie soll man sagen, es entwickelten sich andere Spielarten und auch teilweise wirklich andere Musikstile. Also wenn du halt teilweise schaust, was unter diesem Label läuft, das ganz andere Sachen. Also ich finde es halt sehr schwierig, seit wir zum Beispiel die Blacklist-Partys besuchen. Da steht dann halt meistens zwar irgendwie Dubstep bei, aber das Motto ist eigentlich Bass Party, weil es manchmal mehr Drum and Bass fokussiert ist, manchmal mehr Bass-Step, Row-Step, weiß ich nicht, aber es halt, geht alles um es ist halt stilistisch schon sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben auch schon Blacklist gehabt, die war nicht so dolle für uns, weil die einfach viel zu viel Four to the Floor hatten, also wirklich Bum-Bum. Ja, es ist ja auch dieses EDM-Ding irgendwann geworden irgendwie, so was ja eigentlich so ein Umbrella-Term ist. Das habe ich neulich irgendwie gerade auch noch jemandem erzählt, irgendwie diesen EDM gab es ja in Europa nie. Das ist ein US-Wort eigentlich, oder? Ja, das ist ja eigentlich von einem amerikanischen Rockfestival-Veranstalter so kreiert worden als Umbrella-Term sozusagen, weil der in diesen elektronischen Festivalmarkt rein wollte und der brauchte halt eine Marke und
bevor es diesen ganzen, sag mal, Digitalism, Justice und so, zu der Zeit fing das ja an, irgendwie, was ja irgendwann in Europa mal Blockhaus hieß. Ultra. Ja, also das lief hier ja unter Blockhaus ganz viel so und was ja eigentlich ganz viel so mit, wie dieses moderne Dubstep-Zeug halt auch so mit so Synthi-Riffs arbeitet, die halt wie Power-Chords funktionieren bei einer Gitarre im Endeffekt so. Und da wurde das halt irgendwann anders und hat auch andere Leute angezogen. Und gerade durch dieses Zeug irgendwie, was halt mit diesem Gitarren-Ästhetik-Ding irgendwie funktioniert, damit kriegst du ja auch in Amiland mehr Leute, weil das ja halt irgendwie nach wie vor noch Rockland ist irgendwo. Ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn du dir gerade so Tutorials anschaust, wie Leute Dubstep-Sound oder Dubstep-Sounds machen, also die modernere Geschichte, das halt so Hauptregel ist, ja, und nochmal Distortion drauf und nochmal nachkomprimieren, OTT drauf und da wird halt richtig reingeballert und ich habe halt zum Beispiel so einen alten Yamaha von 86 ist er, glaube ich, und der hat keine Filter, weil es ein FM-Synth ist. Damit kriegst du auch keine kein Dreiecksignal per se raus, du musst das erstmal modulieren und du bist halt wirklich eingeschränkt von den Mitteln und fängst dann an zu überlegen, warte mal, wie kriegst du das denn, wenn du im Serum sitzt oder im Vital oder so in den VST-Plugins, da legst du dann halt 15 LFOs auf irgendwelche Regler und dann funktioniert die Sache halt auch. Aber wenn du halt irgendwie mit Operatoren arbeitest, das ist ein ganz anderer Schnack. Und die Technologie hat auch seit Serum aufgekreuzt. Vorher war es halt der Massive von Native. Gibt es nicht sogar einen Produzenten, der Serum heißt? Ich glaube schon. Das Drum Bass, glaube ich, eher es mal. Es gibt nichts, was es da nicht gibt, würde ich sagen. Aber das ist halt eine der Bereiche, wo ähnlich, also ich glaube, Dubstep hat sich durch die VST-Plugins, also die Plugins in der Sound-Software, inklusive Ableton Live natürlich, so stark, das hat so einen starken Einfluss gehabt, wie glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen gewagt so auszudrücken, aber wie die ersten übersteuerten, verzerrenden Gitarrenamps. Als dann plötzlich Rock'n'Roll war und sie immer lauter gemacht haben und dann hat es irgendwann gezerrt und dachten sich so, geil, machen wir. Und da hat sich dann auch, dadurch ist ja Rockmusik überhaupt erst entstanden. Ich glaube, dass diese Art Spieler von Dubstep, die schon lange kein Dubstep in dem Sinne mehr ist, das ist wie gesagt wie EDM, ein Regenschirmbegriff für alles, was Elektronik tanzbar ist es halt auf der anderen Seite, glaube ich, inzwischen Dubstep so, ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen kann. Ja, es gibt halt so zwei Dubstep-Szenen halt auch, ne? Das ist also die Klassiker? Roots-Leute im Endeffekt, was ja auch immer noch produziert wird, irgendwie so ganz, ganz viel. Aber es wird ja auch in diesem EDM-Bereich auch ganz anders aufgelegt. Also du hast ja jetzt irgendwie, du spielst zwei Dubstep oder Brostep oder wie auch immer du es nennen willst, Stücke, dann spielst du ein Drum-Bass-Ding, dann spielst du halt eine Hausnummer. Dirty Phonics, gutes Beispiel. Ja, und mischt ja alles durcheinander irgendwie so und das ist natürlich durch digital möglich geworden irgendwie, aber du hast halt auch dieses Erzählen von der Geschichte in einem Set über 3 Stunden oder 4. Das kann ja von den Leuten aus der Ecke keiner mehr. Die also fahren irgendwie 2 Stunden irgendwie oder eine Stunde volles Programm. Also wenn ich mir so Line-Ups angucke auf Flyern, wo dann irgendwie selbst im Tech-House-Bereich oder so irgendwie bei 12 Stunden 26 DJs draufstehen irgendwie, die spielen dann jeder eine halbe Stunde oder so. Hauptsache es stehen viele Namen auf dem Flyer. Und dann holst du natürlich, wenn du nur eine halbe Stunde Zeit hast, holst du auch irgendwie 6 Hits raus und dann ist halt gut. Und dadurch hat sich natürlich auch viel verändert sozusagen. Ich weiß, was du meinst, wobei ich glaube, dass das sehr Club- oder Festival abhängig ist. Es gibt halt einfach Clubs oder Festivals, die legen auf bestimmte Sachen Wert, die versuchen auch zu experimentieren. Das muss man zum Beispiel dem Bootshaus lassen. Die experimentieren unheimlich viel. Also es ist nicht so, dass da eine Party ist wie die andere, wenn du einen Stil als Regenschirm nehmen würdest. Und dadurch wiederum, ich finde, wenn viel Gleichförmigkeit entsteht, kommen halt erst die neuen Sachen, weil sich halt die Leute teilweise dort selbst auflegen oder produzieren, irgendwann anfangen zu langweilen, ganz normal. So wie ich zwischendurch, obwohl ich mal die Popphase ausgenommen, aus dem Grunge-Metal-Bereich komme, zwischendurch 2 Jahre es einfach nicht mehr hören konnte. Und dann kam irgendwann Slipknot um die Ecke, hat den ganzen Laden auf den Kopf gestellt, nachdem halt nach Korn nichts mehr gekommen ist in den 90ern. Dann gab es immer wieder neue System of a Down. Es gab immer wieder Bands in dem Bereich, die es halt vorangebracht haben. Und bei elektronischer Musik oder Sounds ist es ja auch nicht anders, glaube ich. Ja, stimmt. Also da kam der irgendwie Juke und Footwork irgendwann dazu, was ja schon nach wie vor ja Nischending ist, aber es ist halt
Das Problem ist halt auch das Club-Ding irgendwie. Wenn du halt mehr Namen auf dem Flyer hast, machst du halt die Party eher voll. Und deswegen gibt es im Drum Bass diese Back-to-Back-Nummern irgendwie. Da werden irgendwie, spielen in der Stunde 3 DJs irgendwie. Was weiß ich, Randall mit Groove Rider und Storm Back-to-Back. Jeder spielt eine Platte und dann spielt der nächste. Und dann hast du ja auch einfach, das wollen die DJs ja alle nicht. Die hatten die wenigsten Bock drauf, aber Ja, du die hast dann möchten einfach, ja vielleicht auch lieber diese Stories, dieses ja, aber du hast Mitnehmen der irgendwie Leute. dann statt, was weiß ich, 6 Leuten auf dem Flyer auf einmal 12 auf dem Flyer. Das sieht halt besser aus, zieht halt mehr Leute irgendwie. Und das ist halt so ein Ding, dass die Leute so sensationsgeil geworden sind. So, wir müssen alle Leute auf einer Party spielen lassen. Und Was ich krass finde, ist auch, deswegen sind Tracks auch kürzer geworden. Ja, also wenn so Marauder, wenn der auf 3:30 kommt, ist das schon lang, weil es halt zum Auflegen auch besser passt. Was ich aber interessant auch finde, ist, dass das Publikum, das ist wieder so das typische Ding, ne? Das etwas ältere Publikum oder was sich für älter hält, manche halten sich ja schon mit 23, 24 für ich habe Lebenserfahrung, so ungefähr. Davon gehen viele dann irgendwann eher so auf diese klassischen Dubstep-Sachen, um bei dem Thema zu bleiben. Und dann guckst du also bei der Blacklist, wo das halt im Grunde wahrscheinlich ein Drittel der Leute mit einem Mamaschein da überhaupt erst hin da, wenn die das überhaupt annehmen. Und aber da ist wieder noch die Vielfalt sehr groß. Also wir haben halt echt irgendwie in der Turbinenhalle in Oberhausen bei dem Blacklist Festival, da haben wir Leute getroffen, die siehst du sonst auf Gothic-Partys, andere siehst du auf irgendwelchen Hip-Hop-Events und ein paar Leute, wo du denkst, das sind eindeutig Goa-Leute. Und dann ist da ein Kaizo oder Dirty Phonics und der Moshpit, da siehst du dann alle wieder. Das fand ich wirklich besonders. Das habe ich so selten erlebt, muss ich sagen, wenn überhaupt. Ja, das war bei den Drum-Bass-Partys früher so, wo dann Da war es aber auch neu. Ne? So. Von euch irgendwie, weil wir auch die härteste Drum-Bass-Partys waren damals in Hamburg bei weitem, da sind dann auch wieder Leute aus dem Metal-Bereich auch aufgetaucht und aus dem Goth-Bereich, weil die einfach gemerkt haben, oh, da gibt's aufs Maul. Ja, wo du vorhin die Prodigy-Hülle in der Hand hattest. Die gerade auch aufliegt irgendwie gleich. Da lehne ich mich gerne weiter aus dem Fenster. Ich bin überzeugt, dass ohne Künstler wie Prodigy wären die Szenen immer noch viel getrennter. Es fing halt so sehr stark an, als halt als Anthrax mit Public Enemy was gemacht hat. Das war somit das erste Ding, Run DMC, Aerosmith. Da fing sozusagen an, die Mauern einzureißen. Und da waren die 90er sehr spannend. Das, was in den ersten 2000er Jahren relativ flach war, dann, der Dubstep war ja auch relativ für sich. Das war die kamen aus diesem Dubbing-Bereich, haben das noch bewahrt, aber es dauerte schon relativ lange, finde ich, bis sozusagen wieder, ich weiß nicht, ob die Leute sich gelangweilt haben, bis dann wieder so eine Klangexplosion kam. Das ging los mit 2004, Scream, Midnight Request Line, weil das war der erste, ist übrigens in Fruity Loops produziert. Der erste Dubstep ohne Fruity Loops ist so wie Dubstep ohne Serum. Nicht Grime möglich. ja auch irgendwie, aber das war halt so also Midnight Request Line war halt echt so der Track, an dem man das halt festmachen kann zu der Zeit, weil der war auch, passt übrigens super mit der Nummer hier vor zusammen, irgendwie passt auch im Mix super. Er war so der Track, der wirklich als erster auch in Techno-Sets gelandet ist, egal ob das Villa Lobos war oder sonst wie, und der hat halt so die Tür aufgemacht für Dubstep, für eine ganz andere Szene sozusagen. Und klar, das ist alles größer geworden und so. Und Prodigy hat mit dem dritten Album sozusagen irgendwie tatsächlich irgendwie die Tür geöffnet sozusagen. Drittes Album war, warte mal, Fat of the Land. Fat of the Land. Und das war schon das, wo Da war ja auch ich... mega Hip-Hop-Beats teilweise Ja, drauf. also ich habe es ja damals gekauft und weiß immer noch nicht, ob ich das irgendwie eigentlich hätte kaufen sollen, weil nach Rayan eigentlich irgendwie der einzige Track war, irgendwie der da relevant war. Aber das Album, da fand ich bei Prodigy wiederum sehr interessant. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Label-Auftragsding gewesen. So ein Prodigy haben ja eigentlich Singles rausgehauen wie die blöd. Die haben halt live gemacht, die wollten ihr Ding machen. Und dann kam so kam mir das vor, ich hab mir nie darüber gelesen, jetzt großartig. So, ja, jetzt packt ihr mal die Singles, die ihr so gemacht habt, auf eine Platte. Deswegen ist das, ich finde das Album sehr cool, aber es ist halt super inkonsistent. Wenn du dagegen die Jilted Generation oder die Experience nimmst, da hast du halt auch
musikalisch wie so ein Durchstarten. Und das passt halt alles zusammen. Weil auf der Fate of the Land denkst du manchmal so, ja, da hast du sowas wie Firestarter und dann hast du halt sowas wie halt Diesel Power. Denkst du, hä? Ja, das gehört schon alles zusammen, aber das ist so ab dann wurden Prodigy für mich auch irgendwann uninteressant, so, weil das dann irgendwann wurde Stadionrock und es war halt einfach nicht mehr Rave. Das Also ich war fand, woanders. Weißt du, wo ich wieder bei Prodigy hellhörig wurde, war bei Day Is My Enemy. Weil ich dachte erst, ohne Witz, das wäre Junkie XL gewesen. Das kann sein. Ich habe das dann irgendwann gar nicht mehr verfolgt irgendwie. Irgendwann hat sich das für mich halt erledigt. Also die ersten beiden Alben sind super irgendwie und die Singles habe ich auch fast alle aus den Alben. Die Nummer halt irgendwie Voodoo People Remix natürlich auch irgendwo, aber das war dann für mich einfach eine andere Zielgruppe. Das hatte mit mir nichts mehr zu tun. Gut, dann ist das Stichwort. Dann kommt jetzt Als Abschluss sozusagen irgendwie. also Voodoo People Remix. Von Wonder. Okay. Ja, aber wenn ich sowas sage wie ein Genre ist für mich dann auserzählt, wie ich das jetzt bei der Walking with Arthur Ron Red hatte, irgendwie, das heißt für mich ja auch nicht, dass es jetzt over und vorbei ist. Also ich kaufe dann natürlich auch immer noch weiter, aber es gibt dann so bestimmte Platten, die dann so die Aussage machen, die ein Genre halt machen kann. Und dann ergänzt man halt nur noch. Also ich brauche jetzt nicht mehr losrennen und sagen, also geht mir in vielen Genres so, ich brauche jetzt keine 12.000 Techno-Platten mehr, weil ich habe 1000 davon irgendwie und im Endeffekt ist es ja doch nur eine Variation von irgendwas anderem und da gibt es halt immer noch Sachen, die passen halt so timeless dazwischen, aber eigentlich kann ich auch mit bestimmten Drum-Bass-Platten irgendwie auch jahrelang spielen, die kennt halt eh kein Mensch, aber dann ist halt irgendwann so die Aussage gemacht und dann ergänzt du halt nur noch sozusagen so und das geht mir bei Dubstep gerade ganz, ganz extrem so auch. Fällt mir ein, Faith No More ein Begriff? Klar. Stimmt. Was frage ich eigentlich? Mike Patton meinte, als sie sich das erste Mal, oder eigentlich, ja, danach war ja Pause, als sie sich aufgelöst hatten. Das haben sie im gegenseitigen Einvernehmen gemacht. Da meinte er, naja, wir haben alles gesagt, was wir als Band Faith No More sagen konnten und wollten. Fertig, das machen wir, Schluss damit. Das ist auch ein guter Ansatz. Also es ist besser, als jetzt irgendwie den ganzen Scheiß nochmal zu reproduzieren. Und Mike Patton hat ja mit anderen Sachen auch genug zu tun. Wie hieß dieses schwarze Album von Phantomas noch? Die 76 Minuten Ding, irgendwas mit Herz, Cordius. Ja, ich krieg den Namen Zu der Zeit, ja. Die habe ich in der Markthalle live gesehen damals, da war ich eingeladen irgendwie. Und dann mit Peeping Tom und was er noch alles gemacht hat. Also ich meine, da hat er genug Ideen irgendwie. Und das kann ich halt auch nachvollziehen. Also ich merke das ja, wenn ich mit Sascha im Studio sitze irgendwie und jetzt so Sachen wie die Combat Dubs oder so, klar, machen wir da jetzt noch einen Remix mit. Aber jetzt haben wir haben auch andere Ideen, die passen halt zu einem anderen Projekt und dann machen wir das halt auch erstmal und vielleicht graben wir einen Namen wieder aus und vielleicht auch nicht und dann man soll halt schon aufhören, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man hat nichts mehr zu sagen oder man macht was Neues, aber muss auch nicht mehr unter dem Namen sein dann. Ja, genau, das ist echt cool. Na dann, eine Runde Voodoo People. Genau, im Wonder Remix. Der hat auch veröffentlicht auf Dump Valve auf dem Label von Wiley, glaube ich, damals.
Da sind wir ja schon fast im Bereich von diesem neuen Dubstep angekommen sozusagen, obwohl das auch schon 15 Jahre her ist oder so, mindestens. Ja, wobei das ist noch, je nachdem welchen Bereich du dir aussuchst, es geht brutaler. Ja klar, also so aus meiner Sicht ist das so die Form von so komprimiertem Synth-Sound und Wobble, der so für mich so die Obergrenze ist, also nicht an Härte, weil härter geht natürlich immer irgendwie, also auch mit den Mitteln. Ja, definitiv. Aber es ist so dieses, da fängt bei mir dann irgendwo was anderes an und Wobble fand ich aber Aphrodite im Drum and Bass fast schon nervig, aber um das jetzt mal tatsächlich komplett abzuschließen, nochmal mit einer sehr lustigen Nummer irgendwie, die auch so in der Form sicherlich nicht ganz legal ist. Skrillex mit Damian Marley, glaube ich. Make a Bundem in der Live-Version. Das ist also basiert auf, ich habe es dir vorhin erzählt, wie hieß dieses Ding? Welcome to Jamrock. Quasi so als auf diesem Reggae-Hit, den Damian Marley mal hatte. Und das ist tatsächlich eine Platte. Skrillex hat ja nie eine 12-Inch veröffentlicht auf Vinyl. Gibt's nicht. Das gibt's ja alles irgendwie nur auf YouTube irgendwie. Ich glaube, der hat noch nicht mal ein CD-Album veröffentlicht irgendwie. Das ist alles nur digital. Gute Frage, in der Tat. Und das sind halt 3 Versionen von dem Track und die letzte ist halt so ein bisschen dazu gemogelt. Das ist, glaube ich, aus einem Live-Mitschnitt, wo Skrillex diesen Track spielt und dann auch noch irgendwie was ins Publikum ruft und klingt ganz schön grottig, also jetzt einfach so von der Soundqualität, aber einfach eine wahnsinnig witzige Platte und die einzige Skrillex-Platte, die ich habe tatsächlich. Dann wäre das sozusagen das Stichwort für heute. Schön, dass die zugehört haben in unserem Wohnzimmer hier. Genau, und schauen wir mal, was da eventuell beim nächsten Mal passiert und wie das dann irgendwann angenommen wird, wenn es dann tatsächlich irgendwann mal im Internet auftaucht hier. Und dann eine Runde Skrillex.
stop it. Then we lock pop up and then start stop it. With the pin file and it a beat stop it. And the combine a keep on them can't stop it. I'm still a play boy rabbit. Get up like a bad habit. So no other house but if you're down to it. Just a chorus and roll with this, mash up the place.